Okay. Der Friede des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, ihr Lieben. Wir sind jetzt nach einer längeren Zeit mit vielen technischen Problemen endlich live. Wir mussten ein bisschen unser Programm ändern, weil einige Brüder uns im Stich gelassen haben, aber das ist nicht das Problem. Kein Problem, der Herr segne euch. Ja, wir versuchen jetzt so gut es geht, alles euch zu zeigen. Ich habe hier wieder den Bruder CP bei mir und wir werden durch die islamischen Quellen durchgehen und einiges an Sachen euch zeigen, die ihr noch nicht kanntet, die ich selber noch nicht kannte, und ich bin sehr froh, dass er hier bei uns ist und uns das alles zeigt, denn ihr wisst ja, dass die verlogenen Imame und Scheikhs uns das nicht zeigen und versuchen, alles zu vertuschen und zu verheimlichen. Alles, was den Islam schlecht aussehen lässt, wird natürlich unter den Teppich gekehrt und das geht überhaupt nicht klar. Deswegen bin ich hier, um die Sachen ans Tageslicht zu bringen, und das werden wir auch tun. Und gestern Abend hatten wir einen sehr, sehr gesegneten Livestream mit einem neuen Bruder im Herrn, der sein Leben gestern dem Herrn Jesus Christus übergeben hat. Wir sind alle so glücklich, auch die Engel im Himmel, die sind sich am Freuen. Es war einfach nur gestern wunderschön. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Lasst uns beginnen. Ich werde wieder einiges hier mit CP durchgehen und werde auch vieles von seinem Buch, also versuchen zu zeigen und auch vorzulesen, und dann zeigt er uns auch die ganzen Quellen, ob das stimmt oder nicht, weil ihr wisst ja, dass die Muslime immer sagen, der und der hat gesagt, dass es Daif ist und da ist jemand in der Kette, dem wir nicht vertrauen können und was weiß ich, dass es ein Lügner ist und ihr kennt dieses ganze Spielchen. Ja, und deswegen möchten wir da auch ein bisschen gegenwirken und den Muslimen mal zeigen, dass sie wirklich auf dem falschen Weg sind und sie hoffentlich durch diese Streams bewegen, dem Herrn Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland anzunehmen. Amen. Okay, CP. Nice to have you here. Thank you. First, I want to say good evening, and I pray to the Lord that we will have a good time together with the brother Amir and the brothers here. I don't know if you want to say your name or not. No problem, you can say it. You know, today we would like to hear from all of you, and we are open actually for questions, especially from Muslims. And the topic we want to focus on Islam, not on anything else, because usually when we talk about Islam, the Muslims, they try to go out of the topic. Yes. I will give the mic back to Brother Amir, and I'm not prepared today, so I am weak. Because I'm very weak. So take advantage of me and take advantage of the weak. So what we will talk about? We will talk about a little bit of some topics in your book called Allah's Täuschung. Okay. It's the most popular in German because of this guy who made false claims that this book is from a corrupt guy and don't read it, and so on. He made a lot of commercial for you, Right. you know? I want to say to him, Thank thank you you. very much. He doesn't know what he's doing, huh? You But know, okay. the funny, at least read the book. He did not buy the book, so how he knew the book is false? Because he's a Muslim. Did he buy the book? Did he show No. the book in his No. hand? So how he know that this book? I challenge him to show the book in his hand at least, Yes. and show people where it's No, false. he said, I don't have to read it. I know what is written Okay. in. I know what is written this in. guy, He's God, you know? he is a super smart guy. He's Yeah. God, CP. He's God. He knows what is written in this book. I tried to find it about the sayings about women, what Muhammad says about women. Okay. Because the Muslims say in this narration are some false people. Now it becomes daif, but for the centuries it was okay, you know? All right. Because the Muslims sees the filth and they say, oh, we have to say this is All right. This is the hadith you are talking about. It's about that women, they should not be taught how to read. Also es geht in dem Thema, was wir jetzt gerade besprechen, um die Sache, wo Aisha gesagt hat, bringt den Frauen nicht das Lesen und das Schreiben bei.
Alright. Ja, viele haben sich darüber aufgeregt, haben gesagt, oh, das stimmt gar nicht, das ist eine Lüge und hör auf, Lügen zu verbreiten. Jetzt schauen wir mal, ob das eine Lüge ist oder nicht. You know, those hadith, they were there for centuries and nobody said Ja, they are weak. also dieser Hadith ist da über Jahrhunderte und niemand hat gesagt, dass der schwach wäre. In front of us, if you can flip the screen, Okay, please. ich drehe jetzt die Kamera um, sodass ihr sehen könnt. This is islamport.com. This is a very Islamic website. I have nothing to do with it, just for for the info of the Muslims, so they will not say we are making things up. The name of the book, Al-Fatawa al-Haditha li Ibn Hajar al-Haythami. Also die Internetseite ist eine sehr, sehr akkurate Seite und die ist von Muslimen bereitgestellt worden. The New Fatwa. The name of the book, The New Fatwa. Also der Buchname Of ist die Ibn neue Hajar Fatwa von Ibn Hajar al-Haythami. al-Haythami. All right. And al-Mu'allif, the author of the book, his name Ahmad Shihabuddin Und dieser Schreiber des Buches ist Ahmad bin Hajar al-Haythami al-Makki, al-Haythami al-Makki. which means this is his son. Also das ist sein Sohn. You know. So here, if we go down, this is the name of the chapter. Also wenn wir jetzt hier runtergehen, ist das der Name des Kapitels. It's hated for women to learn how to write. Also der Kapitelname heißt, es ist nicht, also it's hateful. It's hated. Shameful. It's hated in Islam, Also es wird gehasst im Islam, dass eine Frau etwas lernt. which means it's not something beloved. Also es wird nicht gemocht, dass eine Frau etwas lernt. For women to be taught how to read, etc. Also wenn man einer Frau Lesen und Schreiben beibringt. He was asked, may Allah bless him, Also er wurde gefragt, möge Allah ihn segnen. what is the Sharia law order Was ist das Gesetz Allahs, regarding women, teaching women how to write? Frauen Lesen und Schreiben beizubringen? He said, Er sagt, and they are asking him, is that sahih also die fragen den über diese Geschichte, ist das korrekt or it is da'if? oder ist es schwach? He said, Er sagt, it is sahih. es ist authentisch. And he reported that Al-Hakim Und er überliefert, dass von Al-Hakim was the one who narrated, war derjenige, der das überbracht and hat. it was approved by Al-Bayhaqi, Und es wurde von Al-Bayhaqi bestätigt. reported from Aisha, peace upon her, Wurde von Aisha überliefert, Friede sei mit ihr, that she narrated from the Prophet, dass sie vom Propheten hörte, that he said, dass er sagte, don't make them live in rooms, which means don't give them, like, let them live in nice houses, also lasst sie nicht in so schönen Häusern leben and don't teach them how to read, und bringt ihnen bloß how to write, bloß nicht bei zu schreiben. which means how to read and write. Also nicht lesen und schreiben beizubringen. And she meant by that the women, Und sie meint damit die Frauen. and teach them how to make clothing. Und ihr sollt die beibringen, wie man ja so näht quasi. And one chapter of the Quran is a chapter of An-Nur. Also ein Kapitel des Korans ist Al-Nur. Now, if we read the rest, you will see that there is many reference of many high scholars. They agree and they approve this hadith. Also wenn wir den Rest jetzt lesen, wird dort sehr viele Gelehrte genannt, die das wirklich bestätigen und auch akzeptieren. And here is reported by At-Tirmidhi from Ibn Mas'ud. Also hier ist es von Al-Tirmidhi überliefert und Ibn Mas'ud. May Allah bless him, that the Prophet said, Der möge Allah ihnen segnen. Es wurde gesagt, don't make women live in rooms lasst Frauen nicht in Zimmern and wohnen don't teach them writing. und bringt ihnen nicht das Schreiben bei. And it's reported again by At-Tirmidhi from Al-Hakim and Ibn Mas'ud. Und wieder heißt es, dass es von dem und dem überliefert worden ist. May Allah bless them, that the Prophet said, Und möge Allah sie segnen, dass der Prophet sagte, that Luqman dass supposedly is a wise man, mentioned in the Quran. There's a chapter about Luqman. also es gibt sogar ein Kapitel im Koran, dass dieser Typ Luqman sehr wichtig ist. He passed by a woman slave. What? He passed by a woman. Also er ist an einer Frau vorbeigegangen. Let's see what it says here. He said, who is going to believe in this? Who is going to make the sword, sharp to slaughter with it? Wer glaubt daran, dass dieses Schwert
so scharf ist to slaughter with it, to slaughter zum with. Schlachten, okay? And he's saying, and what the prophet meant, Und was der Prophet meinte, that this is something he don't want about women, to see women learning how to read and write. also der Prophet möchte nicht sehen, dass irgendwelche Frauen lesen und schreiben. And he said here, and he meant that if the women, she learned how to write and read, Und wenn er sieht, dass Frauen lesen oder schreiben, that will cause her to lead into bad and like fasida, which mean like sin, you know, like that also will dann ist es so, wie als würde sie sündigen. And the whole page here is explaining why the prophet said that. And then if we go there, we go down a little bit. Also wenn wir jetzt weiter runtergehen, That an Abi Huraira, Abu Huraira he said sagt, that son have the right over his father. der Sohn hat das Recht über seinen, the son has the right over the father, Yeah, to teach him how to write. or the father has the right over the son. No, the son have a right over the father, which means the son, his father should teach him. The son, every son have the right to ask his father to teach Okay, him. also jeder Sohn hat das Recht, seinen Vater zu fragen. And he meant by that writing. What? And he meant by that, Und er meint damit, teach him writing das Lesen und Schreiben beizubringen. and to give him a good name and give him a wife Und dass er eine gute Frau bekommt und when he is in the age of marriage. wenn sie in einem Heiratsalter angelangt ist. And he said this is all only as a license for the male member. Und dies wird nur einem Mann gestattet. And I know that forbidding women from learning the writing Und Frauen zu verbieten, zu schreiben, does not forbid them from be able to learn Quran and any knowledge about being behaved. also soll ihnen nicht verwehrt sein, den Koran dennoch zu lernen. For this is for the benefit of women. Also das ist nur den Frauen gestattet. So all the page in front of us, and this is a very with the names we mentioned here are very powerful names. Also All hier of die them they are Namen, die agreeing. genannt worden sind sehr, sehr kraftvolle Namen im Islam. All those names agree that this is a true hadith and it's correct. Also alle sind damit einverstanden, dass dieser Hadith sahih ist, also korrekt. So what is the problem with the other scholars who said they don't agree with it? Also welche wahnsinnige Gelehrte kommt daher und sagt, dass das nicht sahih wäre oder da in der Überlieferungskette jemand wäre, der unauthentisch wäre? The answer is very simple. Also die Antwort ist sehr simpel. In the old days, nobody complained about it. Also in den alten Tagen, damaligen Tagen hat es niemanden interessiert. But today, the Muslims, they notice that this is very ugly. Also und in der heutigen Zeit sehen die Muslime und merken, was eigentlich in ihren Schriften vorhanden ist, also nämlich der letzte Dreck. And if women who the Muslims try to convert knew this, Und wenn Muslime versuchen, Frauen in diese Religion zu konvertieren, they will not accept to convert to Islam. und sie würden ja niemals akzeptieren, wenn sie sowas lesen würden. So the rejection is something fabricated, not the hadith. Also sie fabrizieren irgendwas, nicht diese Hadith. And if the Muslims don't agree with Aisha, neither with Muhammad, that this is to be truth, will the Quran confirm the following? Und wenn ihr nicht damit einverstanden seid, was Aisha hier überliefert, der Koran sagt Folgendes. If we go to chapter 2, verse number 282. Wenn wir zu Kapitel 2, Vers 282, Yes, and I will open the German 282. translation. Und er öffnet jetzt die deutsche Übersetzung. It says that in case of borrowing money, you have Verse 281 or 282? 282, sorry. Yeah, 282. Okay, Surat al-Baqarah, die Sure 2, Vers 282, für die das jetzt auch in ihrem Koran nachlesen wollen. It says, and I will let you read the translation in German. Here, it should. I don't know, like I don't speak German, as you know. So tell me where it says that if you are going to borrow money, you need at least 2 witnesses. However, For women? yeah, 2 witnesses as men. But if there is no enough witnesses as men,
it can be one man and two women. Hier, wenn es keine zwei Männer sein können, dann sollen es ein Mann und zwei Frauen sein, mit denen als Zeugen jetzt hier, wenn es wenn es keine zwei Männer sind, when it does not two men, Yeah. when it not two men, then should be one man and two women. And two women. Two women. Yeah. All Muslim scholars, and I challenge all the Muslims, Also er fordert euch Muslime heraus. agree Also die Gelehrten sind damit einverstanden. that women are allowed to be witnesses only in this case, Also Frauen dürfen Zeugen sein, aber nur in diesem Fall. which means they are not even allowed to witness for a murder. Also die dürfen noch nicht mal Zeuge eines Mordes sein. And here, it have to have at least one man, which means if we have 4 women witnessing for this borrowing money, still is not accepted. Also wenn 4 Frauen das versuchen zu bezeugen, dann wird das nicht akzeptiert. Es muss mindestens sogar ein Mann dabei sein. So what is the purpose of this? The Quran explain. So if one of them forgot, the other one will remind her. Also der Grund dafür ist, dass eine Frau der anderen Frau das quasi sie daran erinnert, weil sie es vergisst. Why the other one will remind her? Because Quran teach that women are stupid. Warum ist das so? Weil der Koran sagt, dass Frauen dumm sind. And this is the purpose of not teaching women writing or reading, because they are stupid, and if they learn, they will not be stupid no more. Also am besten wäre es natürlich, wenn sie lernen würden, dann wären sie ja nicht mehr dumm. So we need to keep them stupid as they are, otherwise they will ask for more rights. Also müssen wir die Muslimas dumm halten, sonst fragen sie nach mehr Rechten. However, some Muslims, they might say, this is not really what the Quran meant, but we can prove it. Also einige Muslime sagen, das ist nicht das, was der Koran wirklich sagt. Because Muhammad, he explained this verse. Also Mohammed selber erklärt diesen Vers. We will go to the hadith. Wir gehen zum Hadith. And here we will find Muhammad telling us exactly what he meant in that chapter. Und hier sagt uns Mohammed, was er genau meint in dem Kapitel. All those hadith in front of us, we are scrolling down, speaking about women, they are half brain, and women, they are going to go to hell. Also in allen diesen Hadithen, die er gerade zeigt, spricht Mohammed davon, dass die Frauen nur ein halbes Gehirn haben, also einen Mangel an Intelligenz haben, und sie gehen alle zur Hölle, also so gut wie alle. As you see, this hadith reported many times, and we will take first Sahih Muslim. Also wir gehen erstmal zu Sahih Muslim, also Sahih bedeutet korrekt, authentisch. And here we go down to the end, as you see, this is a Sahih Hadith. Ja, also hier, wenn wir runtergehen, ist die Referenz natürlich Sahih Muslim. Da kann kein Muslim etwas sagen. If we read here together, you will see that Muhammad claimed that most of women, they will go to hell. Und hier in dem Hadith heißt es, dass die meisten Frauen zur Hölle fahren. Muhammad, he said, O women folk, O ihr Frauen, you should give charity and ask much forgiveness, for I saw most amongst you is going to be the inhabitants of hellfire. Also ihr solltet nach Vergebung fragen, denn er hat die Frauen in der Hölle, also die meisten Frauen sind in der Hölle. Also er hat die in der Hölle gesehen. A wise woman among the women, Also eine weise Frau unter ihnen sagte, she said, why is that, messenger? Which means, why we will go to hell? warum werden wir denn zur Hölle fahren, Messenger of Allah, also Gesandter Allahs? Upon this, the prophet observed, and he said, Also der Prophet sagte dann, you curse too much and are ungrateful to your spouse. Also ihr flucht sehr viel und ungrateful, ich weiß nicht, Das weiß ich auch nicht. Boos kenne ich nicht. ja, auf jeden Fall, die Frauen sind sehr viel am Fluchen, und der Bruder, der guckt gerade, was hier dieses ungrateful ist. I have seen none lacking in common sense and failing in religion. Wait, Which means Muhammad here is it saying is here women. translated. Please wait. Warte, der hat das hier vorne. Wait, I try to find the hadith, because here is it. Here the brother here.
Also ich lese den Hadith mal jetzt vor. Allahs Gesandter sprach, ich hielt am Eingangstor des Paradieses an und ich sah, dass die allergrößte Mehrheit, die da durchgelassen wurden, die Armen waren und die Reichen, davon abgehalten wurden. Also das ist ein anderer Hadith, aber es ist the same meaning, ne? Same meaning, because the hadith reported many times, many places. Yeah. Yeah. Also der Mohammed sagt hier, dass die Frauen an Mangel von Intelligenz leiden und sehr, sehr oft am Fluchen sind und sich nicht passend benehmen, so in etwa. So if you read with me here, you can, everybody can stop the hadith. Actually, we can post it for them. It says that women, they have lack of wisdom and knowledge, and they are not wise, which means they are stupid. And the woman here, she said, what is wrong with our common sense? Common sense mean intelligence. Ah ja, genau. Also die Frau fragt ihn dann, was ist denn mit unserer Intelligenz denn los oder mit unserem Verstand? And what is wrong with our religion? Und was ist denn, warum sind wir denn jetzt nicht so religiös? And here he is saying that women, they have a problem with the religion because obviously they are stupid. Also Mohammed sagt dir, dass die Frauen ein Problem mit Religion haben und die sind eigentlich dumm. The prophet, he said, Der Prophet sagt, your lack in common sense, the lack of common sense, which means the stupidity of your stupidity, the proof of it can be well judged from the fact, can be well judged, which means can be proven, okay, from the fact and the evidence that two women is equal to one man. Also hier sehen wir ja, dass Mohammed sagt, dass Frauen so dumm sind, dass die Aussagen, zwei Frauen gleich zu werten sind wie mit einem Mann. Also der Mann ist immer schlauer als die Frau. Is a proof of the lack of common sense. Yes, I told them. Yeah. Because Muhammad So, said they are yeah. because of their stupidity. Right. So what Muhammad here is confirming the Quran, and the Quran confirming Muhammad. Genau, also der Mohammed zitiert gerade den Koran und der Koran zitiert Mohammed. And both of them confirm one thing, that Islam consider women are stupid. Und beide sagen, dass Frauen dumm sind. And you know, here in the hadith, the Muslim translation tried to make it look nicer. Und hier in der muslimischen Übersetzung versuchen sie es ein bisschen zu verschönern. If we go down and read the same hadith with different reference and different translation, Wenn wir den gleichen Hadith lesen, aber mit einer von einem verschiedenen anderen Überlieferer und alles, we will see that Muhammad say clearly that women are stupid, using clear words as stupid. also wird hier übersetzt, dass Mohammed genau solche Wörter benutzt, dass die Frauen einfach nur dumm sind. All those hadith in front of us is saying the same, that women, they have a lack of intelligence and they are stupid. But I want to show you a clear translation. Here we go. Of the deficiency of our intelligence. So read with me carefully. This is the Muslim translation. Remember, I'm not translating. You see, I do not need a translator. I'm using the Muslim translation for a very simple reason, to prove to you that we are not fabricating translation. Also benutzt die muslimischen Seiten und die muslimischen Übersetzungen, dass ihr seht, dass das nicht einfach fabriziert oder erstellt. Muhammad said, I have not seen anyone. Also Mohammed sagt, ich habe noch nie jemanden gesehen. And he's speaking about anyone as women, any women. Also meint damit jegliche Frau. More deficient in religion, deficient in intelligence. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der Mangel in Intelligenz und Religion hatte als ihr. Than you. Als du. Right. So he continue here saying, and this is why the man is sensible, which means he is smart, but the women, they are stupid. The women ask, oh Allah Messenger, what is our deficiency in intelligence? She's the woman, she's asking why we are stupid. Also die Frauen fragen, warum sind wir denn so dumm? In intelligence and in religion. Seitens der Intelligenz und der Religion. He said, isn't it not the evidence of two women equal to one man, to a witness of one man? Und Mohammed sagt, ist denn nicht die Zeugenaussage von zwei Frauen gleichzuwerten mit eines Mannes? He said, the woman, she answered yes. Und die Frauen sagten, he said, this is your deficiency in intelligence. Also die Frauen sagten ja, und dann sagte der, ja, das ist wegen der Mangel an Intelligenz, die ihr habt. And Muhammad continue to explain deficiency in religion. He said, isn't it true that women can neither pray nor fast during her menses, which means menstruation, like period? Also isn't it true? Ist es nicht wahr, dass eine Frau nicht richtig beten und fasten kann während ihrer Menstruationsphase? The woman, she said,
affirmative, which means she agreed. Die Frau war damit einverstanden quasi. He said, this is deficiency in her religion. Und das ist der Mangel in ihrer Religion. Now, look how stupid this answer is. Women, they are deficient in intelligence. Also guck mal, wie dumm diese Antwort ist. Die sind haben Mangel in der Religion. So I'm going to teach women now. Let us say the hadith about teaching women writing is false. Also nehmen wir mal an, die Hadith mit dem Frauen Schreiben beizubringen, ist falsch. But when you say that women, they have deficiency in intelligence, you are saying women are stupid. What? Please try. When Muhammad, he say women, they have deficiency in intelligence. Also wenn Mohammed sagt, die haben einen Mangel in der Intelligenz. How you can teach stupid one anything? Wie kannst du dann dummen Leuten überhaupt irgendwas erklären? And this is why women, they should not be taught how to write, how to read. A man? This is why women should not be taught. Also deswegen wird Frauen nicht beigebracht zu lesen und zu schreiben. Because Islam considers them stupid. Also weil der Islam die Frauen als dumm ansieht. So what they will do with writing and reading? They are stupid. Also was wollen die dann mit lesen und schreiben? Die sind sowieso dumm. Now, are the Muslims willing to teach their children in their school that women have deficiency in their intelligence, as Muhammad said? Und der CP fragt euch, würdet ihr euren Frauen sowas in den Schulen beibringen, dass ihr Mangel an Intelligenz habt und einfach nur dumm seid? When Muslims in the West speak to women, they will never mention that Islam believe in such a Und thing. wenn die Muslime hier im Westen, also gerade in Europa, versuchen anderen Muslimen irgendwas beizubringen, würden die dann so ein Hadith dann auch denen zeigen? In fact, the hadith here prove to us that the one who have deficiency in intelligence is Muhammad. Und hier der Hadith beweist uns, dass derjenige, der Mangel an Intelligence, Yes, deficiency in intelligence also is der Mangel Muhammad, an Intelligenz hat, ist Mohammed, not the women. nicht die Frauen. And I will explain why. Und er erklärt jetzt warum. Muhammad here claimed that women, most of them, they will go to hell, and he is asking them to give money and charity. Also der Mohammed sagt, dass die meisten Frauen zur Hölle fahren und die sollen, Charity ist mehr, Donation. also mehr spenden. So he can take it to his pocket. Also kann er das in seine Tasche reintun. And he claimed that they will go to hell because they have deficiency in intelligence. Und der sagte, dass sie zur Hölle fahren, weil sie Mangel an Intelligenz und in der Religion haben. And because they have a period. Und weil sie hier Perioden haben, also Menstruation. How stupid to say to someone, because you are stupid, you will go to hell. If God, he made women stupid, what is their fault? Ja, wie dumm ist denn die Aussage zu behaupten, dass jemand dumm ist, obwohl Gott God is the one who created women. Also Gott hat doch die Frauen erschaffen. So if God, he made them stupid. Also wenn Gott die schon behindert gemacht, also dumm gemacht hat. And this is why 2 women are equal to 1 man in Und das witnessing. bedeutet, dass 2 Frauen dann gleich einem Mann sind. So what is the fault of the women to go to hell? Warum geht dann eine Frau denn zur Hölle? And then Muhammad proving to us again that he is more stupid by saying that because of your menses, because you have a period, you will go to hell. Also die können ja nichts dafür, dass sie ihre Tage bekommen oder Dings. Warum sollen die denn zur Hölle fahren? Because she cannot fast, neither pray when she have her period. Ja, also die kann doch gar nicht beten und auch nicht fasten, weil sie hat das nun mal von Gott so in ihre Körper reingelegt bekommen. But isn't it Allah who made for her menses? Ja, Allah hat doch das So who für is sie the one gemacht. have deficiency here? Also wer hat hier Mangel an Intelligenz? The hadith prove here that Muslim men are stupid, not Muslim women. Also der Hadith beweist, dass eigentlich die muslimischen Männer dumm sind und nicht die Frauen. And the most stupid one, as we see here, is Muhammad, who is giving us this information. Also der dümmste von allen ist dann quasi der Gesandte, weil der hier sowas beibringt. If we say there is a person, he is crazy in the street, we see someone is crazy. Wenn jemand in der Straße ist und der verrückt ist, Totally crazy, not only also stupid. richtig verrückt. If God is justice, why he will send him to hell? He's crazy. Wenn Gott gerecht ist, warum schickt er ihn dann zur Hölle? Er kann doch nichts dafür, weil er ist doch geistig krank. It's not his fault. Es ist doch nicht seine Schuld. And if I am stupid, it's not my fault, because Und God wenn is ich the dumm one. bin, dann ist es doch nicht meine Schuld, weil Gott hat das doch so gemacht. God, he made a man smart according to Muhammad, and God made the women stupid according to Muhammad. Also laut Mohammed ist eine Frau dumm, aber ein Mann voll intelligent. So what kind of an excuse or reasoning Muhammad is coming with unless he is really stupid? What? So what kind of excuse and reasoning? Also was für eine Entschuldigung oder Ausrede Muhammad providing, bringt Mohammed rüber? Providing. Bringt bei?
unless Muhammad himself is stupid. Because Am Ende ist er this is not the fault derjenige, of the der women. solche dummen Aussagen trifft. Same time, we know that there is some women, maybe they are not smart, but there is some men, they are not smart too. Vielleicht gibt es einige Männer, die nicht schlau sind, und es gibt auch einige Frauen, die nicht schlau sind. God, he said, our Lord, he said, Unser Herr sagt, you will not enter heaven unless you are the same as those children. also ihr werdet das Himmelreich nicht sehen, wenn ihr nicht genauso seid wie die Kinder. And children are, when we say children, it means they are really stupid. I mean, they are children, they are kids, Also they know Kinder nothing. sind ja eigentlich vom Gedanken her sehr, sehr, ja, was heißt, ja, dumm eigentlich, ja, einfach gestrickt. Ne? But here, the stupidity of the children, that because they are pure, they are not taught and they are not educated and they are in an age which they don't have a capability to think. So if I am the same as a kid, I can go to heaven. Also wenn ich genauso wie ein Kind bin, dann kann ich doch So zum Jesus Himmel fahren. shows Jesus teaching us the opposite. Also genau, der Herr Jesus bringt uns genau das Gegenteil bei. You have to be the same as the children. Du musst genauso wie ein Kind sein. In the same time, Islam teaching us Und zur selben Zeit bringt uns der Islam bei, that women are not considered as an adult. dass Frauen, Woman, she is not considered as an adult. also sie wird hier nicht als erwachsene Person verglichen. This is why she cannot make decisions and she is not allowed to be a witness in the court alone. Und sie darf auch gar nicht For, Zeuge im Gericht sein. for und she so. is stupid and she is Weil like sie a ist kid. doof und sie ist ja wie ein Kind And quasi. this is why in the Quran we see the Quran saying that a man he can beat his wife because the Muslim explain why, because women are not mature. The Quran says Also der that a man Koran he sagt can beat selber, his dass man wife. seine Frau verprügeln darf. Why we can beat women? Because simply they are not capable of making their own decisions and they are stupid. So in order to fix and to teach the women what is right, we beat them and we scourge them. And that's supposedly because the man is smart and women are stupid. And this is the proof from the Quran again. Chapter 4, verse number 34. Let us go to the Also German wenn wir die translation. Sure 4,34 aufschlagen in der deutschen Übersetzung, I'm not sure what the German ja. translation is saying. Let us read. hier, die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen wegen dessen, womit Allah die einen von ihnen vor den anderen ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Besitz für sie ausgeben. Darum sind die rechtschaffenen Frauen Allah demütig ergeben und hüten das zu Verbergende, weil Allah es hütet. Und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Hit them. Hit them. Now, if you imagine your wife is a doctor and the Quran says, hit your wife. Also stellt euch mal vor, dass eure Frau eventuell einen Arzttitel hat oder ein Arzt ist und der Koran sagt, geh und schlag deine Frau. An educated woman, she will not accept that. Und eine gebildete Frau würde sowas niemals akzeptieren. But uneducated women, Aber eine ungebildete Frau, she will not dare to question and she will be beaten and she keep her mouth shut. würde das akzeptieren und würde die Schläge und alles dann halt in Kauf nehmen. And this is the whole purpose of keeping women unable to read and go to school. Und darum geht es eigentlich, die Frauen schön klein zu halten, dass sie nicht zur Schule gehen und bloß nur zu Hause bleiben und ihren Mund halten quasi. So we can Unfassbar. we can treat them as goats, as animals, beat them with no respect. Also wir können die wie Tiere behandeln, sie schlagen und mit null von Respekt. Now I can read the mind of Muslims. Some of the Muslims, they will say, well, Islam does not allow harsh beating. Also jetzt kommt er und sagt, ich höre schon die Gedanken einiger Muslime und die sagen dann, man darf die Frau nicht hart schlagen. That's absolutely false and proven from the hadith. Das ist absolut falsch und das wird jetzt durch diesen Hadith bestätigt. The hadith about this the chapter, how the chapter came down to Muhammad supposedly. Also wie dieser Vers überhaupt zu Mohammed kam mit Sure 4,34, can be seen in this hadith in front of us. können wir in diesem Hadith sehen. And this is a Sahih hadith. Und das ist ein korrekter Hadith aus Al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, hadith number 5825. Ja, und da ist die Referenz für jeden, der das nachschlagen möchte. Here it says that a woman, she came to Muhammad. Also hier wird gesagt, dass eine Frau zu Mohammed kommt. And she came to Aisha. Und sie kam zu Aisha eigentlich. And this woman, she was wearing a green veil. Also diese Frau hat grüne Kleidung angehabt. And she showed Aisha
Und sie zeigte Aisha a green spot in her skin einen grünen Fleck auf der Haut caused by beating. wegen der Schläge. And people, they can read the whole story. Take your time. You can search the hadith and you will see Also ihr könnt dann selber den Hadith lesen. that Muhammad, he sponsored the beater. He supported the beater, the man who Also did beat. der Mohammed hat sogar noch den Typen, der sie geschlagen hat, ja quasi unterstützt. He did not say to him, why you made her skin greener. Also Mohammed hat nicht gesagt, warum hast du ihre Haut so grün gemacht? In the top of that, he supported the man against the women. Und also was ist die Moral der Geschichte? Mohammed hat sogar noch den Mann quasi noch gelobt in dem Falle, ne? And what makes this story more ugly, Und was die Geschichte noch hässlicher aussehen lässt, Aisha saying, Aisha sagt, witnessing the following: also bezeugt das Folgende. I have not seen any women suffering as much as a believing woman. Ich habe noch nie in meinem Leben mehr Frauen leiden sehen wie die gläubigen Frauen. Which mean Muslim women are unlucky women and they have a lot of suffering in their life. Also muslimische Frauen sind wirklich sehr unglücklich und sie sind sehr am Leiden. And Aisha here, I challenge the Muslim to accuse her to be stupid and she is a liar. Und der CP fordert die Muslime heraus zu sagen, dass Aisha eine dumme Frau ist, die sowas hier überliefert. Did Aisha lie when she said I believe in women, which mean a Muslim woman? Hat Aisha gelogen, dass es eine gläubige Frau ist? Is the most suffering woman? Dass es die gläubige Frau ist, die mehr am Leiden ist. And for sure she is comparing her to people who don't believe in Islam. Und sie vergleicht das mit den Frauen, die nicht zum Islam gehören. And Aisha, she said to Muhammad, look, her skin Und is Aisha sagt zu greener. Muhammad, schau, ihre Haut ist grüner als ihre Klamotten. So, and then Muhammad, you can read the rest of the story. Und dann könnt ihr den Rest der Geschichte He will lesen. find that the man, he did beat his wife because she don't want to sleep with him. Also, warum der Typ sie geschlagen hat, weil sie nicht mit ihm schlafen wollte. And Muhammad, he said to her, Und Mohammed sagte zu ihr, taking the side of the man, also hat zum Typen gehalten, that you should know that if your intention to go back to your previous husband, you should know that unlawful for you to go and sleep with Rifa, which means the ex-husband, unless you have sexual intercourse with this man. So Muhammad here is defending the man who is trying to rape this woman. Also Mohammed versucht hier diesen Typen zu verteidigen, der scheinbar diese Frau am Vergewaltigen ist. Who did beat this woman until her skin became greener than Der her diese clothes. Frau so geschlagen hat, dass ihre Haut sogar grüner als die Klamotten wurden. And supporting this man, and he gave him a verse saying, women are under the command of men and man can beat them. Und unterstützte quasi den Mann, dass er unter der Leitung der Frauen, ja, also dass der Mann die volle Autorität über der Frau hat. If women in Islam, they don't even have the right of sleeping with a man or not. If women, because here he is forcing her to sleep with the man. Also der Mohammed, She don't want. Ja. So what if he's her husband? She don't want to have sex. Also sie will ja nicht Sex haben mit diesem Typen. This is a rape. This is rape. Also hier sehen wir ganz klar sogar noch Vergewaltigung raus. Because when you use a violence with women to force her to go to bed, even if she is your wife, this is rape. Ja, also wenn du sie hier so gewaltsam zu etwas zwingst und dann noch diese Prügeln dazu das Ganze noch ja, antreiben, die Geschichte, dass es sehr nach Vergewaltigung aussieht. As you see in the whole story, nowhere Muhammad he questioned the man why he did beat her. Muhammad, nowhere in the story he asked him why you did beat her. Also der Mohammed hat den Typen nicht mal gefragt, warum hast du die geschlagen? Why he did not say to him, okay, why you did not, why she have a green skin? Warum hat der Mohammed nicht zu ihm gesagt, warum hat sie denn grüne Stellen an der Which Haut? mean obviously Muhammad is not bothered by the news Also that es she was. interessiert Mohammed gar All what nicht. he cared for, he told Alles, the was ihn woman, interessiert, you should ist, sleep with him. You cannot dass do er die that. Frau sagt, du musst mit ihm schlafen, du darfst sowas nicht tun. So now Muhammad took the side of the man, forcing the woman to take off her clothes, being raped by a man who just beated her until her skin became green. Ja, also Mohammed sagt damit ganz klar, dass die Frau sich dem Mann hingeben soll und das Vergewaltigen aushalten muss und alles Mögliche. Ne? And here the story exposed to us another stupid thing in Islam, which is if a woman been divorced by her husband, translate. Und in der Geschichte, in einer noch anderen Geschichte, zeigt uns, dass,
if a woman, she is divorced by a husband 3 Also wenn times, eine Frau dreimal von ihrem Mann geschieden ist, she cannot go back to him. She cannot sie go kann nicht wieder zurück zu ihm gehen, unless she marry a new husband, bis sie einen neuen Mann heiratet and this husband und dieser Ehemann sleep with her, have intercourse. muss mit ihr schlafen. What kind of religion teach such a thing? Was für eine Religion bringt sowas bei? Read with me carefully, please. Chapter 2, verse number 230. Lest mit mir Sure 2, Vers 230. And this is the German Und translation. das ist die deutsche Übersetzung. Read, please. Wenn er sich ein drittes unwiderrufliches Mal von ihr scheidet, dann ist sie ihm nicht mehr als Gattin erlaubt, bevor sie nicht einen anderen Mann geheiratet hat. Wenn dieser sich von wenn dieser sich von ihr scheidet, so ist es keine Sünde für die beiden, zueinander zurückzukehren, wenn sie dabei glauben, Allahs Grenzen einhalten zu können. Ja, okay. So, the Quran teach that women is the same as a property. We can move her from a man to a man. Also die Frau wird hier quasi als wie so ein Stück bezeichnet, dass man sie von Mann zu Mann reichen kann. Imagine you have a daughter Stell dir mal vor, du hast eine Tochter and her husband divorced her 3 times. und dieser Mann verlässt sie, also lässt sich scheiden von ihr. And now she wanna go back to her husband who divorced her. Und jetzt will sie wieder zurück zu ihrem Mann, von dem sie sich geschieden hat. Maybe because she love him, maybe because Vielleicht liebt sie ihn oder was auch immer. maybe because she have children from Vielleicht him. hat sie auch Kinder von ihm. So now she cannot do that unless she go and find a new Abdul. Also sie kann es nicht machen, ehe sie nicht einen anderen Typen erstmal hatte. And this is why in many Islamic countries there is Abduls who do this as a business. Und es gibt viel in der islamischen Welt, dass es solche Muslime gibt, die daraus ein Geschäft machen. There is many movies made in the Middle East, like in Egypt, that there is offices where the office provide you a guy to marry your wife, which means the woman you divorce. He marry her, but he promised he will not sleep with her. Okay. But however, this is not allowed in Islam. The man who married this woman, in order for her to go back to the husband, he have to have sex with her, and this is what the story here is saying. Also hier heißt es, dass in dieser Geschichte, also im Koran steht es ja eindeutig, dass erstmal die Frau, die sich von ihrem Mann geschieden hat lassen, muss erstmal einen anderen heiraten, mit ihm schlafen, dass sie überhaupt wieder zurück zu ihm gehen kann. Wie wahnsinnig ist das bitte? Sag mal bitte. And even Muhammad, he made it more ugly. He made it more ugly and more dirty by saying the following. Leute, ey, das kann nicht wahr sein, ehrlich. Look what Muhammad he said. Ich drehe wieder die Kamera um, dass ihr das seht. That is for some reason it's not coming. All right, let's see. Muhammad, he made it clear Also Mohammed sagt hier ganz klar, that a woman, she cannot get back to her husband unless she tastes his juice and he tastes her juice. And sorry, this is dirty talk, but this is Islam, you know. And this is Sunan al-Nisa'i, the book of divorce. also and das this ist is the von story Sunan in front of you. al-Nasai, das Buch der Scheidung. However, if they don't like Sunan al-Nisa'i, we can show it from Ibn Dawood. Also wenn du nicht Sunan al-Nasai magst, dann können wir das von Abi Dawud zeigen. Here Muhammad, he said, and Hier this, sagt and Muhammad, this is the Muslim translation, which is false translation. und das ist die muslimische Übersetzung, was natürlich falsch She ist. cannot go back to the first husband unless she tastes his honey and he tastes her honey. Wahnsinn. Also die Frau kann nicht wieder zurück zu ihrem Mann, der sich von ihr geschieden hat, bis sie ihren Honig genossen hat und er ihr Honig genossen hat. Also beide müssen voneinander, ja, es handelt sich um Sex. And ask yourself, what is the honey of the man and what is the honey of the woman? Also frag dich mal, was ist denn der Honig des Mannes und der Honig der Frau? If you don't like
Abu Dawood, we go to Ibn Majah. Also wenn du nicht Abu Dawud magst, dann gehen wir mal zu Ibn Majah. They asked the Prophet, if a woman she is divorced, Also, can she go back to the previous husband? Die haben den Propheten gefragt, ist es erlaubt, dass eine Frau wieder zurück zu ihrem Ehemann gehen darf, obwohl sie sich von ihm geschieden hat lassen? She cannot go back to the first man. Sie kann nicht zurück zu ihrem ersten Mann. Until the new man tastes her sweetness, which means taste her juice. Also der neue Mann muss erstmal ihr Wahnsinn, ja, ihr Saft kosten. If you don't like Sunan ibn Majah, we can go to Muwatta Malik. Wenn du nicht Sunan ibn Majah magst, dann können wir auch zu Muwattas Malik gehen. And here Ibn Malik, he says, she is not halal for you until she had tasted the sweetness of intercourse. Hier geht es direkt zur Sache und sie kann nicht wieder zurück, ehe der neue Mann also diese Schönheit der sexuellen Geschlechtsverkehr genossen hat. In fact, in Arabic it says حتى تذوقوا al-asila. Und in Arabisch heißt das, was er gerade gesagt hat. Al-asila is exactly the orgasm. Und Asila ist exakt Orgasmus. Because this is supposedly what is the honey of the intercourse. Und das beschreibt auch der Honig des Geschlechtsverkehrs. So he have to taste her orgasm and she have to taste his orgasm. Also der Mann muss den Orgasmus der Frau quasi. If you Muslim don't like Muwatta Malik, if you don't like Muwatta Malik, we can go to Jami' al-Tirmidhi. Wenn der Malik nicht gefällt, dann gehen wir mal rüber zu Jami' al-Tirmidhi. Look like I lost connection to the mouse. Put it on a No, it's not connecting. Let's see, hold on. See, the devil keep trying his best. Muslime, ist das zu fassen oder ist das zu fassen? Das ist der absolute Wahnsinn. Seht ihr jetzt? Ich bin Gott so dankbar, dass er wenigstens uns das alles zeigt, auch euch zeigt, so, weißt du, was ich meine? Versteht ihr jetzt, was hier los ist in euren Quellen? Weil ihr geht doch sowieso davon aus, dass die Bibel verfälscht ist und was sonst. Und guckt dir das an, was sich in den islamischen Quellen befindet. Ich sag dir, mit eurem Verhalten spottet ihr Gott. Aber ich sag euch, Gott lässt sich nicht spotten. Ihr versteht das, der sich verkleidet als ein Engel des Lichts. Und ihr müsst das schleunigst rausfinden. Ich sage es euch. Wenn ihr, ich sage es immer wieder und ich werde es auch immer wieder wiederholen, auch in meinen Videos, in jedem meiner Videos. Wenn ihr mit dieser Religion in den Tod geht, so werdet ihr für eure Sünden alle bezahlen müssen. Und das wird schlimm werden, wenn ihr diesen Ort seht, an dem ihr hingeht. Deswegen machen wir das hier alles, damit ihr das seht. Weil diese Gelehrten zeigen uns das ja nicht. Weil wir sollen ja nicht Zweifel am Islam haben. Wir sollen schön dumm gehalten werden und alles glauben. Nein, das geht nicht. Now, if somebody want to say to us those hadith are weak, this is in front of you, it says clearly that this is sahih. Also wenn ein Muslim kommt und sagt, das ist alles daif, steht hier der Grad, es ist sahih, also korrekt. By the way, the hadith which is da'if is even still accepted in Islam. Also selbst Hadithe, die daif sind auch akzeptiert im Islam. You can search in Google on YouTube for Sheikh Hamza. Ihr könnt in Google oder in YouTube nach Sheikh Hamza googeln oder suchen. Under the title Da'if Hadith. Daif Hadith. And he will see, he says clearly. Und ihr werdet sehen, dass er ganz klar sagt. And I am quoting him. Und er zitiert ihn. That Da'if did not funk. Also Daif ist not rejected. Also wird nicht abgelehnt. It passed. It passed. It's okay. Also es ist bestanden. Es ist okay. And you can watch the hadith and you will see, and this is showing you when the Muslim they say to you hadith is da'if, still even the da'if is accepted in Islam. Also wenn sogar ein Muslim sagt, dass dieser Hadith da'if ist, um ihn abzulehnen, nein, das geht so nicht. However, selbst dieser Hadith wird anerkannt. However, what we are showing you, as you see, it is not da'if. Und selbst hier sehen wir, dass es nicht da'if ist, sondern sahih. Now I want to ask the smart Muhammad. Also er möchte jetzt den intelligenten Muhammad fragen. And the smart Muslims. Und die schlauen Muslime. What is the wisdom behind saying that if a man divorces his wife 3 times, she cannot get back to him unless she sleep with a new man? Was ist die Weisheit dahinter, wenn eine Frau sich von ihrem Mann scheiden lässt und erstmal mit einem neuen Mann schlafen muss, um wieder zurückzukehren? If Islam really don't want people to divorce, why you give them the right to divorce and it's so easy?
please. If Islam against divorce, Also wenn against divorce. if Islam is against divorce, Also wenn der Islam gegen die Scheidung wäre, so why Islam make divorce so easy? warum macht der Islam dann so die Scheidung so einfach? It's easy for a man to say one word and she is out. Und es ist sehr einfach für einen Mann zu sagen, also ein Wort zu sagen, dass die Scheidung sofort durch ist. And if a man he divorced his wife 3 times, Und wenn ein Mann seine Frau 3-mal scheidet and she went and married a new husband, und sie geht, um einen neuen Mann zu heiraten, and now she came back to him and she married him, und dann kommt sie wieder zurück, um ihn zu heiraten, still he can do it again and divorce her 3 times again. dann kann er sie wieder 3-mal scheiden. Und So what is the solution for this? What is the purpose? also was ist überhaupt der Sinn hinter diesem? Das ist komplett sinnvoll. Ja, total sinnfrei. And the Muslim they say that this is to teach the man how to behave. So he will not do it again. So he will not divorce because it's going to be harsh for him that his wife she will go out and sleep with a new man. This is what they say. Okay. But the one who will sleep is the woman anyway. The first time we divorce her, the second time we force her to sleep with a new man. So where is the wisdom? Can't Muhammad say if you divorce her you cannot marry her like until a year ago as a punishment for you? Can. Or 6 months. Why you force her to marry a new husband? Ja, genau. Warum sagt Mohammed nicht, dass er nach einer Zeit, dass diese Frau nach einer Zeit wieder zurück zu ihrem Mann kann? Warum zwingt er sie quasi, einen neuen Mann zu heiraten und mit ihm, dass der Mann erstmal schön mit ihr schlafen muss, um diese Genuss zu haben, um dass sie wieder zurückkehren kann? Was ist das für ein Sinn dahinter? As long the man is the one who divorced. Solange der Mann sich scheiden lässt. The man is the one who divorced the wife, so he should be the one who punished, not the woman. Also sollte der Mann bestraft werden und nicht die Frau. So if I am Muhammad and trying to make myself a false prophet, I will say, okay, I will come with something smarter. I will say, the man who divorced his wife, I will not allow you to marry again for the coming 3 years. Also wenn ich ein schlauer Prophet wäre oder ein falscher Prophet. So next time he will not do it. So next time he will not do it. To translate everything, you know. Ja, dann hätte er gesagt, dass er nach 3 Jahren wieder zu ihr zurückkehren kann. You know, I mean. So I'll give you the right to divorce. The man is the one in control. He is the one who say you are divorced. Yes. Okay. This is his decision. Also es ist die Entscheidung des Mannes. And if the purpose that the man he cannot have her again after 3 times unless she sleep with a new husband, if this is the purpose or this is the reason, then what about I say to him, if you divorce your wife 3 times, you cannot marry any women for 3 years. Then men they will behave. They will not divorce their wife easy. Ja, also wenn das dann so der Fall wäre, warum würden die Männer ihre Frauen nicht so einfach scheiden lassen? But obviously Islam disrespect women because now women she is sleeping from man to man like a whore. Ja, also der Islam behandelt die Frauen auch hier wie Dreck und sie wird wie eine Hure weitergereicht, ne? And women obviously in Islam is nothing but a sex toy and can be moved from a hand to hand. Whoever wanna grab Und her, eine grab Frau her. im Islam ist wie ein Sexspielzeug, sie wird von Mann zu Mann gereicht. Divorce is so easy. Marriage Scheidung is ist so easy. so einfach, Heirat ist so einfach. And actually marriage in Islam have no value because when you approve to have 4 wives, this is not a marriage. This is sex party. And, Ja, also der Koran sagt ja selber, dass man 4 Frauen haben darf. Das ist ja wie eine Sexparty dann. and this is a sex agreement. Das ist ein sexuelles Arrangement. Does anyone have any question, anything? So, hat jemand Fragen von euch? Möchte jemand Fragen stellen? Oder anrufen geht auch. Yes, also wenn ihr anrufen wollt, dann könnt ihr auf seinem Skype-Account anrufen. Sein Skype-Account ist Debate TV. Yes? You have your Skype open? You open your Skype? I will open my Skype so people they can call. Also er öffnet jetzt gleich sein Skype let und dann me- könnt ihr gerne anrufen und wir können gerne über einige Sachen diskutieren und reden. If you can switch here to this page, Amir, Ja. and I will log into my. This is an Islamic web page. Switch please to the screen. Okay, ich drehe wieder um. Er will was zeigen. In this page, the Muslims they explain what the word nikah mean. The Muslims they keep lying to us. They say nikah mean marriage.
Also in dieser Webseite sehen wir, dass Muslime das Wort Nikah erklären, weil es gibt This Muslime, is die über Nikah, das Wort Nikah, this is lügen. this is alislam.org website, Das ist hier alislam.org and this is a Sunni website, und das ist eine sunnitische not Webseite, Shia. nicht schiitisch. Read and translate, please. Also ich soll lesen und dann übersetzen. The Islamic term for marriage, Nikah, literally means sexual. Also die islamische Bedeutung von Heirat, also Nikah, bedeutet wörtlich sexuelle Handlungen. Also Sex haben. This is what F, nikah. F, ja. Literally, F. it says mean literally the Also wer intercourse. seid ihr kleinen Muslime, die hier in Europa lebt und in einem So Traumblase lebt, zu sagen, dass das nicht wäre, dass das Wort Nikah nicht für ja, Punkt steht. So when the Quran says a woman, if she is divorced, she cannot marry again, it's not married. She cannot sleep again until she do nikah. Nikah is Also sexual die Frau, intercourse. die sich hat scheiden lassen oder die Scheidung dann passiert ist, muss sie halt einen Nikah vollziehen, also dieses sexuellen Geschlechtsverkehr. And then we see in the same page, the Muslims explain that Islam allowed in certain time muta simply because Islam allowed a Muslim man to rent a woman. Rented women. How you can rent a woman? Rented women? Wie kannst du eine Frau denn mieten? What kind of religion allowed a man to rent a woman? Was für eine Art Religion erlaubt Menschen zu mieten? Let me try to find where it says rented women so people they can maybe see it. I think it's in the same page. Or maybe this is a different page. I will find it later. But as you see, nikah in Islam is nothing but a sexual contract. It is have nothing to do with marriage. And if you are a Christian woman and you ever think of marrying a Muslim man, you are fooling yourself, because Muslim men, they don't marry, they do nikah, and it's nothing but a sex contract. Also das Wort Nikah steht eindeutig für sexuelle Handlungen. Und wenn du eine christliche Frau bist, Christian woman, a Christian woman, she should not marry from a Muslim man because he don't also marry. eine christliche Frau sollte nicht einen muslimischen Mann heiraten. He's not marrying her. He's Also doing. du heiratest ihn ja gar If nicht. you take her to the mosque, this is a sex contract. Wenn dich zur Moschee also bringt, ist es quasi ein Sexarrangement. It is a sexual contract according to Islam. Also es ist ein sexueller Vertrag laut dem Islam. Contain an employee and an employer. There's an employee is I work for you, I am employee. Ah, okay, also es ist eine Angestellter quasi. Sie ist dann eine Angestellte. So in this contract, the woman, she is the employee. She work for the man. Ja, also in dem Fall ist es dann, du arbeitest dann And für her den job Mann. is sex. Und dein Job ist es, deine Beine breit This zu is machen. why when the business owner, which is the man, he can fire her anytime. Und der Mann kann sich ja wie in dem Fall einfach von ihr wieder scheiden lassen und dann zur nächsten gehen. He Seht can ihr, wie die Unzucht hier legitimiert wird? Das ist absoluter Wahnsinn. He can say you are divorced because simply it's the same as you work in a restaurant and as a waiter, and then their boss says you are fired, you are divorced, go. Ja, also wie wenn du wenn du irgendwo beschäftigt bist und dein Chef zu dir sagt, du bist fristlos gekündigt. And So this- ist das, wenn man sich im Islam halt bescheiden möchte. Er geht einfach und sagt dreimal Talaq, Talaq, Talaq. Ja? Yes, that's Und it. dann ist es so. Dann kann sie nicht mehr zurückziehen. Es sei denn, dass sie mit einem anderen Mann erstmal You don't schläft. have to say talaq 3 times. If you say talaq once, it's talaq. That's it. Okay, also kannst es nur einmal sagen. Dann ist okay. However, if he divorce her and accept her again, and he divorce her and accept her again, and he divorce her, accept her, this is 3 times. Based on this is a 3 divorce. You know, that's it. She cannot be with him no more until she go and have sex Ja, with the new explain guy. von dem. So what kind of religion this religion is? Also was ist das für eine Religion, die sowas Menschen beibringt? So until now what we learned that women is stupid, Also was haben wir gelernt? Dass eine Frau dumm ist. women is a sex toy, Frauen sind Sexspielzeuge. man can beat his wife, Männer können ihre Frauen schlagen. women they are not equal to men in court, Frauen sind keine guten Zeugen, Aussagen im Gericht. and even in heaven women they are going to be more ugly than women in earth, because in earth the man he can have 4, in heaven he can have a lot more. Und die Männer bekommen im Himmel, also hier haben die schon 4 Frauen und im Himmel bekommen die dann noch mehr Frauen. So Islam, once I remember a Somalian girl,
She told me when she left Islam in my chat room. Also eines Tages, wo eine somalische Frau in seinem Chat war, hat sie den Islam verlassen. She said, "Today I'm leaving Islam because I just learned." Heute verlasse ich den Islam, weil ich etwas gelernt habe. Because the Islam made by the man for the man. Der Islam wurde gemacht von einem Mann für einen Mann. And this is why all the Quran concentrate on the man reward. Und der Koran konzentriert sich nur um die männlichen Bedürfnisse. And women, they themselves, they are reward in the heaven of Islam. They themselves, they are the reward. The man will be rewarded by women, but Also, women will not be okay. rewarded. Also der Mann wird mit Frauen belohnt und die Frau wird nur mit einem Mann belohnt. And Muhammad, he brought, he promised the Muslim men that he is going to give them jellyfish women. Yeah, jellyfish, because you can see through their bones. Ah, okay, yes. You know? Jellyfish ist ein... Was war das nochmal, dieser durchsichtige Fisch? Ja, ein durchsichtiger Fisch, okay. Ein durchsichtiger Fisch. Look at this hadith. Schaut euch bitte diesen Hadith an. And this is showing us that Muhammad, he disrespect our brain and our mind. Und Mohammed zeigt uns, dass er Frauen sehr respektlos behandelt. This is Sahih al-Bukhari. This is not a weak hadith. Das ist Sahih al-Bukhari, das ist kein schwacher Hadith. It says, let us read together what it says here. Let's go down. All right, here we go. The Prophet said that the first batch of the people who will enter paradise, they will be glittering like full moon. Actually, here Muhammad is speaking about they will be very white. Also hier spricht Mohammed, dass sie sehr groß sein werden. Because nobody is black will enter heaven of Allah. Also niemand, der schwarz ist, wird den Himmelreich wird. Ist es because of racism? Yeah, because Arab are racist, you know. Ah, okay, das ist, weil Araber Rassisten sind. Until now, if you go where I'm coming from or anywhere in the Middle East, Also wenn du jetzt zum Nahen Osten gehen würdest, your mother and your grandmother, they will advise you to marry a white woman. also deine Mutter und dein Vater würden dich dazu bringen, einen weißen Jungen zu heiraten. I never saw in the Middle East anyone bringing a woman, she is black, as a wife from abroad. Also der hat noch niemals gesehen, dass irgendwie eine schwarze Frau irgendwie zu irgendjemandem gebracht worden ist zum Heiraten. Not even one. Nicht mal eine. Why? Warum? Because he will not do that. Even if he marry a woman in America and she is black, he will not bring her home because he will not be proud. Also er wäre, wenn sie sie zu Hause bringen würde, wäre er nicht stolz, wenn er eine schwarze Frau mitbringen würde. If he marry a woman, she is blonde and she have green eyes, he will send her pictures everywhere to show him that I have a white woman as a wife. Also die Araber würden dann, wenn sie eine Blondine haben, dann würden sie überall zeigen, oh, ich habe eine schöne weiße Frau. So. Our culture is culture of racism. Also seine Kultur ist eine Kultur des Hasses und Rassismus. And that appear in the Quran in many places, not in once. Und das wird auch an vielen Stellen im Koran bezeugt. If you go in the Quran, you will see it says يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. The day that faces will turn white and faces will turn black. Ja, es gibt einen Vers im Koran, der sagt, die Gesichter, die dann schwarz und die Gesichter, die dann weiß werden. Chapter 3, verse 106. Also Sure 3, Vers 106. And this is the Muslim translation. I don't know what they are saying there, but you can read. An dem Tag, da die einen Gesichter weiß und die anderen Gesichter schwarz sein werden, ja. Was nun diejenigen angeht, deren Gesichter schwarz sein werden, so wird zu ihnen gesagt werden, seid ihr ungläubig geworden, nachdem ihr den Glauben angenommen hattet? So kostet die Strafe dafür, dass ihr wieder ungläubig geworden seid. A Muslim Abdul, he might say to you, oh, it does not mean that, you are lying. This is about like a metaphorical meaning, you know, it's not real. Wenn Muslime diesen Vers lesen, dann würden die zu Christian Prince sagen, oh, du bist ein Lügner, dieser Vers sagt sowas gar nicht, bla bla bla, so wie das immer kennt von Muslimen. Then if this is the case, we can go to the tafsir. Also wenn das so ist, dann können wir uns mal den Tafsir mal angucken. This is as an example, Tafsir Ibn Kathir. Also gehen wir mal zu Tafsir Ibn Kathir, was der dazu sagt. And we can find actually the same story in different chapter, like as an example, the chapter of the ant, chapter 27, verse number 82. Und es ist in vielen Versen, Sure 21, 28 oder 21? Chapter 27, verse number 82. Also Kapitel 27, Vers 25. 27, the chapter. Also Kapitel 27, verse number 82. Vers 82. And this is the chapter of the ants. Und das ist der Kapitel der Ameise.
In this chapter here, the Quran speak about a beast. It's called al-Jassasa. Und hier spricht der Koran über ein Monster namens Jassasa. Al-Jassasa is a beast will teach Quran. Und dieser Monster lehrt den Koran. Will come from the ground. Kommt vom unterhalb des Bodens oder unterhalb der Erde. As you see here, that this beast will come down from inside the earth. Also dieses Biest kommt unterhalb der Erde. Wahnsinn. And then if we go down, you will see Muhammad giving us a very clear story about what this beast will do. Und Mohammed erklärt uns, was dieses Monster genau machen wird. A beast will emerge from the earth, and with it will be the staff of Moses. You know, the staff is a stick of Moses. Ah, okay. A beast will emerge from the earth. Emerge, was ist emerge? Will come down, will come from the earth. Also, okay, dieses Biest wird aufsteigen und mit ihm der The stick. also und mit The ihm stick der of Stab Moses. von Moses, genau, okay. And he will have with him the ring of Solomon. Und mit ihm den Ring von Suleiman, In case you Salomo. yeah, which mean this beast have all the tools of magic, because Muslims believe that the staff of Moses do magic, because they learn from the Old Testament that the staff of Moses became a snake, so they think that this is really about magic. Okay, also diese Geschichte ist ja auch aus dem Alten Testament, dass dieser Stab sehr viele Kraft und Magie besitzt, ne? And the ring of Solomon, this is the same ring you saw in the movie. It's called the Lord of the Ring. Und dieser Ring von Salomo ist genau dieser Ring, den ihr auch im Film von Herr der Ringe gesehen habt. This is a very powerful ring. If you wear it, you can control the world. Also wenn du diesen Ring anhast, kannst du die ganze Erde beherrschen. Christian Prince, he used to have one, but he lost it. Christian Prince hatte eine, aber er hat es verloren. Sadly, he lost it. Schade, er hat es verloren. Then it says here that this beast is going to will strike the nose of the disbeliever. Also dieses Monster wird mit dem Stab die Nasen der Ungläubigen With the kaputt staff, machen. with Mit the dem staff, Stab. which means with the stick of Moses, will hit him bing in his face. Ich kann nicht mehr And islamische Quellen. and it will make the face of the believer bright with the ring. Und der wird die Gesichter der Ungläubigen breit, also mit dem Ring breit machen. Actually, it doesn't say bright, it says will make him white. White? White. He will Also make, er wird die Gesichter der Gläubigen weiß machen. and then when the Muslims and the disbelievers sit together, like for food, they say, oh, disbeliever, oh believer, how they recognize each other, because all the believers, all the Muslims are white, Also alle Muslime sind gekennzeichnet als Weiße. and all of us Christians and Jews and Und Hindus alle wir Christen, Juden, Hinduisten und Buddhisten und, ne, will be black. werden schwarz sein. And finally, my dream come true. I wanted always to be black. Und mein Traum wird wahr. Ich wollte schon immer mal schwarz werden. If a Muslim he say this is false, it doesn't say that. Read with me carefully. Und wenn die Muslime behaupten, dass es falsch wäre, dann lest mit mir Folgendes. It will strike the nose of the disbelievers with the ring. Er wird die Nasen der Ungläubigen damit zerschlagen, mit dem Ring. And it will make the face of the believer bright with the staff. Und er wird die Gesichter der Ungläubigen weiß machen mit dem Stab. And here it described the description of the beast. It is going to have the head of a bull. You know what bull, like the cow. You know? Bull, okay. Ja. Also der Kopf dieses Monsters wird so sein wie ein, wie Satan quasi, ne? Mit dem Bullen, quasi wie eine Kuh, And it's going to have the eyes of a wie ein pig. Stier. Und er hat die Augen eines Schweines And it's going to have the ears of elephant. und die Ohren eines Elefanten. And the horn of a stag or stage, like, you know, this is an animal. It's like you know, this like the you know, like a big, like the horn of deer, like they are very big horn, you know, like very big horn. So anyway, Giraffe meint er, and oder it's was? going to have Also, okay. and it's going to have the neck of ostrich. Ostrich Mach is mal dein a Handy bitte, wenn du sowas is a siehst, dann direkt ostrich is a bird. Google Ostrich Übersetzer. is a bird. It's okay, you know. This is not important really. No, it's So- okay for one word or so, then we can build this a whole sentence, you know? Yeah. So anyway, this beast, Steak, was this willst- beast willst du is das mal like gucken? this beast is like a zoo. You know, zoo where animals are put together. Okay. The zoo. Ja, okay, ein Zoo, ja. Neck of the bird
Also der Nacken von einem color of a tiger, head of a cow, ears of etc. Also hier werden ganz viele Tiere miteinander vermischt. And hands of a cat. Und die Hände einer Katze. And the tail are the tail of a ram, a ram like the sheep, Ram. And the legs are the legs of a camel. And then we will skip here to go and see if it is about white or not. Read with me carefully, please, everybody. Also wenn es jetzt nicht um weiß geht, dann lest mal jetzt ganz aufmerksam mit mir. It will bring out with it the staff of Moses. Und wird den Stab von Moses mit sich führen. And the ring of Suleiman. Und den Ring von Salomon. There will be no believer left without making a white spot in his face. Aha, da wird niemand mehr, kein Gläubiger mehr einen schwarzen Fleck auf sein Gesicht mehr haben. And focus with me, this is Muslim translation, not mine. Und seht, das ist die muslimische Übersetzung. So what the animal will do will make the Muslim face have white spot. Und dieses muslimische Monster wird dann die Gesichter weiß machen. And then this spot, it says here, which will spread until his face shining white as a result. Und wird so lange weitermachen, dass das am Ende das Resultat ist, dass sein Gesicht sehr weiß am Scheinen ist. Which mean was bedeutet, he hit you in the face with the staff of schlägt dich mit dem Stab von Moses in dein Gesicht. And they will start with a small spot, it's white, and then the white spot will spread over your skin. Und dann fängt das an mit einem kleinen Fleck und dann überströmt das dein ganzes Gesicht. So all the Muslims will turn white. Alle Muslime werden dann weiß. And then the beast is going to hit us, the disbelievers. Also und dieses Monster wird dann uns schlagen. And it says here, and there will be no disbeliever left without making a black spot in his face. Und es wird keine einzige Stelle mehr sein, außer nur diese Schwarze in seinem Gesicht. Which means this will be done for all disbelievers in Islam, Hindus, Christians, Jews, allen Atheists. Ungläubigen passieren. The animal here, the beast, will hit you in your face and will cause a black spot in your face. Und dieses Biest wird durch das Schlagen euch einen schwarzen Fleck verpassen. And this black spot will spread until his face is totally black. Und dieser schwarze Fleck wird so lange sich weiter ausbreiten, bis es komplett das Gesicht schwarz ist. So what the Quran teach is very evil and very ugly and very racist, that all the black people will go to hell and all white people, only white, will enter heaven. Also und die ganzen Schwarzen werden dann zur Hölle fahren und nur die Weißen werden dann... Now I understand Michael Jackson. Now I understand Michael Jackson. Now here, if you ask the question, the Muslim, they will say to you, oh, like, no, here Allah, He is making it this way so they can recognize who is a disbeliever, who is a believer. Well, this is God. Can't He know who is a believer or disbeliever without making them black and white? What about making blue? Make me blue. I want to be blue. Make me red. I want to be red. I mean, what black and white? So this is a very evil and very stupid fiction story. Also hier sehen wir, dass es wirklich eine fabrizierte, dumme Geschichte ist. And I challenge any Muslim to explain to us what's going on. Also der fordert jeden Muslim heraus, ihm zu erklären, was das Ganze hier soll. Does anyone have a comment or disagree or agree? Hat jemand Einwände? Möchte jemand anrufen? Do you open your Skype? Oh, hold on. Let me open my Skype. Sorry. Okay, er macht jetzt sein Skype an. Wenn jemand anrufen möchte, kann er gerne anrufen. Genau, Debate TV is his channel. Skype account. Debate TV, correct. Let me log in. Is there any Muslim out there? All right, our Skype is up and it's okay. Sein Skype ist an. Feel free to call us. Brother, yes. There is a narration in which Ibn Kathir commentated that Allah will put chains in the anus of the believer. Yeah, actually, I'm thinking to open a chain store next to the door of Allah, so He buy my chains. Yes. If you go in the Quran, also you will see. I will explain it for the guys, for the people. Also es gibt im Koran einen Vers, der besagt, dass Allah Entschuldigung, aber das ist unfassbar. Es tut mir leid, bitte verzeiht mir.
dass Allah Ketten in Anus von Menschen reintut und sie aufspießt wie Heuschrecken. Passt mal auf. Das ist kein Witz. Ich lache nur darüber, weil derjenige, der das fabriziert hat, das muss ja völliger Blödsinn sein. Amir, I noticed that this verse there is a miracle Okay. in this verse. Did you notice? This Which verse verse? about the inserting in the anus is in chapter number 69. Great. No comment. Yes, no comment. So chapter 69, verse number 32, it says the following. Read with me carefully, and this is the German version. Okay, ich drehe wieder translation. damit ihr wieder mitlesen könnt. Okidoki. Und hierauf steckt ihn in eine Kette, deren Länge 70 Ellen ist. Okay. What it says? Put chains like the length of 70, 17 yeah. ells. But here there is no really too much explanation. So let us go to the interpretation to see what this Also hier der chapter... Vers wird nicht genau detailliert erklärt, also müssen wir wieder zurück in die Because Tafsire rein. we don't want Muslims to say, oh, we are making our own Also interpretation. wir wollen die Muslime nicht sagen hören, dass wir unsere eigene Interpretation hier geben. 69:32. 69, 32. Go here. Sure 69, Vers 32, Tafsir ibn Kathir. All right. Let us see what it says. Lasst uns mal sehen, was er sagt. Then fasten him with a chain, therefore the length is 70 cubits. Also Allah sagt, dass diese Kette 70 Ellen lang sind. Every ring of it, which means this is chain, Also jede einzelne Kette davon will be equal to the entire amount of iron found in this world. equal to the entire amount. Also die Kette wird so unglaublich groß sein oder so viele Ketten haben, dass sie das ganze Eisen der ganze Welt in sich hat. You know what iron, right? Ja, It's Eisen. steel, yeah. Ist Iron, So ist Steel. every ring of Also it jede einzelne Kette is equal to all the iron in the world. ist so viel wie die ganze Erde an Eisen besitzt. Now, it says here, Ibn Abbas and Abu Jurayr said, Also Ibn Abbas und Abu Jurayr sagten, they explain what cubit mean here. also Each die cubit erklären, was dieses Cubit, was ist das, Würfel oder was ist das? Also was dieser Würfel ist. is going to be in the length of an angel, or like the length of wings of angels. This means very, very long. It's Also not like das heißt, dass it's not das- like a cubit like the one we know. Dieser Würfel wird dann quasi so groß sein wie ein Engel. Also das ist And richtig here- riesengroß. Here, look what it says. And I want everybody to read carefully. Und er möchte, dass ihr genau liest. Then fasten him. He explained what fasten him mean. He says it will be entered into his buttocks, which mean in his Das ass, erst jetzt. and pulled out of his mouth. Wahnsinn. Ihr werdet quasi also da steht, dass das in deinem Anus reingesteckt wird und aus deinem Mund wieder rauskommt. I really, really love Allah. Also ich liebe Allah. He is the only God he like to play with the anus of people. Er ist der einzige Gott, der liebt, mit Anus zu spielen. I think Muhammad, he used to watch a lot of horror movies. Ich glaube, Mohammed hat ein paar Horrorfilme gesehen. And he have an issue with buttocks. Und er hat ein riesengroßes Problem mit Hinterteilen. In different hadith, it mentioned that Allah will put a flag in the buttocks of every Muslim. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass der... Wahnsinn. If there is a Ihr Muslim, he don't Muslime, believe ihr me. seid so dermaßen If there is a meine Muslim, if Fresse, echt. there is a Muslim, he don't believe me, challenge me. Und wenn ein Muslim mir nicht glaubt, dann fordert mich doch heraus. Based on what we heard, I advise the Muslim to put insurance over their buttocks. What? Based on what we heard here, I advise Muslim to put insurance over their buttocks. Because obviously Allah will play with it. Okay, ja, dann wegen diesem Vers können die Muslime ja auch ihren Hintern direkt versichern. And look, it says here,
that after they insert the chain inside the ass of the Muslim, they will pull it out from his mouth. Und nachdem Allah das in seinem Anus platziert hat, kommt das aus seinem Mund wieder raus. Then those people who Allah insert in their anus the chain, they will be arranged in the chain, which means the same as shish kebab. Also das wird dann so quasi wie bei, wenn du Kebab machst auf dem Spieß. Just like luktos, the same as you put luktos in a shish kebab. And will be arranged on the stick. And hold on, this is a proof. Leute, This is a proof that the first one who made shish kebab is Allah. Also das beweist, dass der Erste, der Shish Kebab gemacht hat, Allah ist. Because this is the plan of Allah. And then they will be roasted. Und dann werden die noch geröstet. By the way, do you like yourself to be roasted very like raw or really well done? Because Allah will roast you. Also wie magst du es denn gerne? Medium oder durch? Now here I have a question about what is been said. As long every ring is in the size of all the iron in the world. Also er fragt, wenn die Ketten die Größe von jegliche Eisen der Welt So haben. how many billion ton is that? Also wie viele Milliarden von Tonnen muss das ja sein? How we can insert the ring inside the anus of a human being? If it's so big like that. Wie können wir dann die ganze Eisen von der Erde da reinstecken in den Anus von einem Menschen? The anus of a human being is like 1 centimeter, and now we will put all the iron of the world in his anus? Also Entschuldigung, dass ich das sagen muss, aber das Anus von einem Menschen ist ja gerade mal 1 Zentimeter groß oder wie viel, ein paar Millimeter. Wie willst du denn das ganze Eisen von der Erde in seinen Anus rein? I think we have to agree that this is an anus miracle. Also wir müssen damit dann, wir sind dann, glaube ich, einverstanden, dass es ein Anuswunder ist. Because this is need God power to insert all this iron Also inside the da brauchst anus. du wirklich Gottes Kraft, um die ganze Erde von Stahl in den Anus von Menschen reinzutun. And maybe Allah will use Vaseline Und vielleicht benutzt auch Allah Vaseline. to insert this a lot of iron in the anus of Abdul. Das ist nicht normal. Das ist wie ein schlechter Scherz. Ne? Das ist wie ein schlechter Scherz. Ich komme gar nicht. Ja, das ist Muslime, wenn ihr das seht, das ist einfach nur zum Lachen. Versteht ihr, was ich meine? Dass diese Geschichten, die ganzen Tafsire von Ibn Kathir, diese ganze Humbug, das sind eure Gelehrten. Das sind nicht meine Gelehrten. Ihr sollt nicht ein Problem mit uns haben, wenn wir lachen diese Gelehrten aus, weil das sind, in meinen Augen sind das die dümmsten aller Dummen. Weil wie kann das sein, dass ihr das nicht seht? Wie kann es sein, dass diese Interpretation, the interpretation of Tafsir Ibn Kathir goes back to Muhammad because teacher of the teacher of the teacher. Sure, this is not Ibn Kathir talking. Ibn Kathir is explaining the verse, and this is all is coming from the Prophet. Also der Ibn Kathir interpretiert das nicht, sondern er erklärt das, weil das alles von Muhammad kommt. And we challenge any Muslim to show us interpretation, don't agree with it anyway. Also wir fordern auch die Muslime heraus, über diesen Sure und den Vers eine Interpretation zu geben, die das nicht bezeugt oder besagt. And this is Ibn Abbas, the cousin of Muhammad, saying, Und das ist auch Ibn Abbas, der Cousin von Muhammad, der das sagt. it will be ran into his ass, which means behind, until it's brought out of his two nostrils. The chain will go inside the anus, and then they will come from here, from his nose. Also die stecken das dann in deinen Anus rein und dann kommt das sogar aus deiner Nase heraus. And the man will not be able then to... No, I'm not hungry. How we can be hungry after we are reading this? I don't want to eat, I don't want to do Hat einer anything. wieder geschrieben, das ist falsche Interpretation hier. Someone Dann ruf doch an und gib uns die richtige. Mach mal die Tür zu dann. Because my neighbors. How in the world can be a religion? Mohammed ist der Weg ins Paradies. Mohammed is the way into paradise. He is the way to paradise? Yeah. Well, Muhammad is the way to your anus, my friend. What paradise? Don't you see what's happening? What paradise? And what paradise you are talking about? Allah will put a flag in your buttocks. Do you want to show it to you? Maybe let me see if I can find the hadith where Allah will put a flag in the buttocks of the Muslims. Ich kann auch links tragen.
brother, here in your book, The Deception of Allah, here's a chapter in which you said that here, can you read it, please, that you know what I'm talking about? This one, when blood came out of the nose of the man, and then the man have the right to say to his woman, come and lick it up. Yeah. Okay, most of the Muslims say I'm a liar and this is not true and this is not the statement of Muhammad. Please, can you show us? Let us see. Let us find the reference, or then maybe we can Because find here it. is the reference, Al-Muttaqi Al-Hindi. Well, this is. I don't think this website has Okay, it. let me explain but we it can find. for the people. Okay, Leute, es gibt ja, ich habe ja in meinem, einer meiner letzten Videos, habe ich ja das Problem und die Rechte der Frauen gemacht. Also das Problem der Gewalt an Frauen im Islam. Und da habe ich einige Sachen aus dem Buch von Christian Prince zitiert, Allahs Täuschung, weil ich natürlich weiß, dass er jegliche Quelle hier bei sich hat und dass das alles akkurat ist und dass das auch alles stimmt. Nur die Muslime versuchen so hinterhältig das Buch von Christian Prince darzustellen, also so ganz hinterhältig das runterzumachen. Und sie versuchen mit allen Mitteln das ja quasi als dummes Buch darzustellen, aber das ist nicht so. Deswegen gehen wir jetzt mal diese Quelle ein. Der Prophet sprach, der Ehemann hat das Recht über seine Ehefrau, wenn Schleim, Blut, Eiter und Schmutz aus seiner Nase kommen und die Frau dies mit ihrer Zunge ableckt, reicht es nicht aus, dem Mann hier sein bloßes Recht über sie zu geben. Jetzt spricht Mohammed, solange es mir nicht gestattet ist, einem Menschen zu befehlen, von einem anderen Menschen zu knien, will ich der Ehefrau befehlen, bei den Tugenden Gottes vor ihrem Ehemann zu knien, wann immer er in ihr zu Hause auf sie zugeht. So, und jetzt beweisen wir und gucken wir mal, ob der Bruder Christian Prince uns das aus der islamischen Seite zeigen kann. Ja, weil die Muslime, die versuchen ja alles. Denen ist jedes Mittel recht, um schön in der Lüge leben zu bleiben, aber Gott sei Dank öffnen wir auch einige Muslimen, die wirklich Verstand noch haben und den Verstand auch einsetzen möchten, denen ihre Augen. Und das ist uns natürlich ein Vergnügen, ein großes Vergnügen, auch den ignoranten Muslimen, die versuchen, Cipis Buch schlecht darzustellen, euch zu zeigen, dass ihr da falsch liegt. Und wir hoffen natürlich, dass auch eure Augen aufgehen, weil unser Anliegen ist es, euch zum Herrn Jesus Christus zu bringen und eure Lügen aufzudecken. I found all the hate, but I'm trying to find them in English, so we can have a better look like. You see, all those hadith are written here, and here is the reference in front of us. Okay, ich drehe jetzt die Kamera wieder um und dann gehen wir wieder durch. This is first of all, this is al-Islam. Wait. Islam.info. Also hier sehen wir, dass wir auf der Webseite islam.info sind. And here is the fatwa number. Und hier ist die Fatwa-Nummer. 151353. 151353. And here is the question, if this hadith or those hadith are, what is the opinion of the scholar about this? Und hier ist die Meinung der Gelehrten über diese Geschichte. And then here report hadith from Anas ibn Malik. Und hier wird ein Hadith von Anas ibn Malik überliefert. Where Muhammad clearly saying, as we read here, Und that wo Allah saying, Muhammad saying, also hier wird ganz klar von Muhammad gesagt, swearing by Allah that if schwört anyone, bei Allah, if a man he is ill, let's say he have a buzz, I don't know how to translate in German, like the yellow things coming from. Okay, also wenn jemand hier Schleim aus seiner Nase kommt, if all those ugly things coming from everywhere in his body, also wenn irgendwelche dreckigen, ekelhaften Sachen aus seinem Körper and the rauskommen woman, she licked him all over, und die Frau das alles ableckt, she did not do enough for her husband yet. also ist es noch nicht genug für den Mann. Which means this is very, very right to do, and a Muslim man, he deserved that. And he said, the woman, if she do that, she did not do enough. Also es ist noch nicht genug für einen Mann, wenn sie sowas tut. Es muss noch weitergehen. And you can find here that this is from the hadith, which is the Sahiha. Und dieser Hadith ist authentisch, sahih. Here it shows
what is the right of a Muslim man? Und hier steht, was ist das Recht eines muslimischen Mannes über And seine here, Frau? look at the title, the Sahih Hadith about the right of the husband over his wife. Also hier steht, der Titelname ist die authentische Version, was ist das Recht über die Frau von dem Mann? So everything here is about Sahih. Und alles darum geht es um die korrekten Sachen. And then here we go, this is the same hadith we just read in the other page. Und hier ist der Hadith, den wir auf der anderen Seite gelesen Which haben. means this is a Sahih hadith. Was bedeutet, dass es ein sehr, sehr akkurater Hadith ist. And here you will see more reference about the same stories in many books. Und hier wird das in mehreren Büchern überliefert. Same reference. However, Selbe Überlieferung, also selbe. we can find the same story in the book of Ibn Kathir, Al-Bidayah and Al-Nihaya, volume number 6. Und wir finden auch die gleiche Geschichte in Al-Bidayah wa Al-Nihaya von Ibn Kathir, Volume 6. Volume 6. Band 6. And this is the page in the front of you. Und das ist die Seite von Ibn Kathir. The same exact hadith. Und derselbe exakte Hadith. We can go to another hadith. Wir können auch zu einem anderen Hadith gehen. Hadith of Imam Ahmad. Hadith von Imam Ahmad. 20, I don't know how you say that in German, like 265, 20 to 65. 20 zu 65. And from the Hadith al-Mukhtara. Und zum Hadith al-Mukhtara. 5 to 265. Zu 5 zu 265. I'm not going to quote all of them because there are too many, only the important. And An-Nisa'i. Und er wird jetzt nicht alles nennen, weil er geht nur zu den wichtigsten. In the book of Sunan al-Kubra. Und im Buch von Sunan al-Kubra. 363, which means page number 363. Also 5 zu 363 Seite. And the Imam al-Bazzar. Und Imam al-Bazzar. Hadith number 8634. Hadith Nummer 8634. And Al-Asfahani. Und Al-Asfahani. Of the proofs of the prophecy. Und die geprüften Prophetien. Hadith number 277. Hadith Nummer 277. Or I'm not sure this is a hadith number or the page, I'm not sure, but this is what it says in front of us. I'm not sure if this is a hadith number or page number, I'm not sure really. Also jetzt ist nicht sicher, ist das jetzt die Hadith-Nummer oder die Seitennummer? And then the page count more and more reference about. Also die Seite nimmt mehr und mehr Beweise und this is the second hadith which is reported by Abu Sa'id al-Khudri. Also dieser Hadith wurde von Sa'id al-Khudri überliefert. And the man he asked the prophet about what is the right of the husband over his wife. Und der Mann fragt den Propheten, was sind die Rechte des Mannes über seine Frau? The prophet said. Der Prophet sagt. If a woman she lick the buzz of her husband, she did not do enough yet. Also wenn er den Dreck aus dem Körper des Mannes abschleckt, dann ist es noch nicht genug für den Mann. And other reporters they said. Und andere Leute überlieferten. And if that liquid come even from his nose. Und wenn sogar dieser Schmutz aus seiner Nase kommt. Mixed with the blood. Gemischt mit Blut. Or with the blood. Oder mit Blut. And she swallow it. Und wenn sie es ableckt oder schluckt. She did not do enough to her husband. War es noch nicht genug für den Mann. And then a woman she said, I swear by Allah. Und dann sagte eine Frau, ich schwöre bei Allah. I will never get married. Ich werde niemals heiraten. And now we see the reference and the numbers. Chapter, volume 3, hadith number 5. I'm not sure this is hadith number or page number 556. Ja, also hier seht ihr die ganzen Referenzen, so dass ihr nie wieder euren Mund aufmachen könnt, dass dieser Hadith schwach wäre oder dass es eine falsche Übersetzung ist. Let me see if I can find it in English. Hold on, give me a second. Maybe we can try and find this one in English. Seht ihr, warum die Muslime niemals gegen Christian Prince antreten? Weil Christian Prince arabisch Muttersprachler ist. Und deswegen werden auch die Muslime niemals antreten, weil sie sich ihrer Religion schämen. Niemals. Sie lieben lieber die Lüge, anstatt die Wahrheit anzunehmen. Und das ist ein sehr, sehr schlimmes Unterfangen unter den Muslimen. Eine sehr, sehr katastrophale Art und Weise. I do not need to count all the reference. The book of Al-Musannaf 3, volume, chapter 3 or volume 3, 556, An-Nisa'i 3283, Al-Bazzar, etc. Kopiert das und schickt das euren muslimischen Gelehrten. Kommt.
So if the Muslim, they will say, and here, the funny here it says, وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد. This is a true, the hadith is sahih with a sahih chain. Okay, also dieser Hadith, diese Überlieferung, die ich hier gerade vorgelesen habe, ist Sahih. Und die Leute, die das überliefert haben, also sind vertrauenswürdig. Trustworthy, ja? Trustworthy, all the chains are trustworthy. Also die Kette der Überlieferer sind allesamt vertrauenswürdig. And we are going to try to find another hadith in English where even Muhammad, he said, if it's up to me, I will order women even to bow down to her husband, which means to worship him. You try to find it in English? I will try to find it in English. Und jetzt versucht er auch den Hadith in Englisch zu finden, wo Mohammed sagt, dass die Frauen sich vor ihren Männern niederwerfen sollen. And look like maybe we found it. Und es sieht so aus, als hätte er es gefunden. Here we go, read with me. Okay, the prophet said, if I were to order anyone to prostrate himself before another, I would have ordered a woman. Ja, haben wir es doch. Der Prophet sagte, wenn ich jemanden befehlen würde, sich vor jemand anderes niederzuwerfen, würde ich befehlen, einer Frau vor dem Mann niederzuknien. Und das finden wir in At-Tirmidhi. Seht ihr Muslime, belügt euch doch nicht selber. Lügt euch doch nicht selber an die ganze Zeit. Wo seid ihr Muslime? Warum gehe ich denn 3 Tage live? Ich werde mit euch reden. CP wird, I told them, come live. Any Muslim who want to talk with me, because I'm not able enough to look at the sources, because many sources are. I'm here. Here we go. That's why I'm saying CP is sitting next to me. You speak with me, and I'm asking, please show the reference, because I have everything in my head. But I cannot find it how I want, you know, and you are here to find it for me and show that reference. Why? But nobody is coming here. All of them have a big mouth, you know. Yeah. Wow, blah, you are a liar. No, you know what a Muslim, he said, why Christian Prince, he hide himself? I'm not hiding myself. I don't like to be in camera all my life. Even today, a sister, she asked me if I have like, why I don't take pictures. I said, even when I was a child, I don't take pictures. Why you want to see me, Muslims? I don't like to show myself, and I'm not good looking. Ask them. Amir, am I good looking? Amir, am I good looking? No, I look scary. So why you want to? If you see me, trust me. How many people are watching now? Can I say how do you look like from me? No, come on, don't say. They will leave. They will leave. All of them, they will leave. How many they are watching? Do you know how many watching? 109. If you see how I look like, trust me, you will be scared. You know. Also er drückt sich nicht davor, sich zu zeigen. Er möchte sich einfach nicht zeigen, weil er so keine Lust hat auf kameramäßig und so. Anyway, let me describe myself to you. I'm a black, blonde African American from Japan. I hope that is satisfying. Es spielt ja auch keine Rolle. It's not important who somebody look like. You see, you show yourself. They don't ask you to show yourself. They say you are a liar. Yeah. But if you don't show yourself, you say why you are hiding. You are hiding. Okay. Well, answer us. Who care? Who care? I'm not a prophet. I'm not a singer. I am not an artist. I am a Christian Prince. A person is getting your prophet busted. Answer me, and this is what people want. Who wanna call us? Here we go. The phone is in front of you. Who wanna call me? Who wanna call me? Who wanna call me? Who wanna call me? The phone. The phone is waiting. Who wanna call me? Now you see the phone of Christian Prince. Be careful. Your hand. See your hand. Oh no! Don't see my hand. This is haram. It's haram. I will show some of my hand. Look. My hand is coming. My hand is coming. I don't know what happened. My hand is not coming. Yeah, it looked like. Yeah, call us. Show us. Also Muslime, nochmal, wenn jemand anrufen möchte, wie heißt das? Der Link. Can you please post your Skype in our chat from my account? Let me also see. der Bruder Christian Prince postet jetzt von seinem Account in unserem Chat hier hinein, sodass die Leute draufklicken können, weil ich weiß, dass einige unfähig sind, seinen Namen sogar zu finden bei Skype. Yeah, I will find you. Ach, Muslime, ehrlich, das tut mir wirklich im Herzen weh, dass ihr für einen Pseudopropheten, der niemals ein Prophet war, eure Seelen wegwirft. Versteht ihr? Deswegen deswegen ist es von großer Bedeutung, dass ihr euch schleunigst auf den Weg zu Jesus Christus begibt.
Ihr seht doch, was in den islamischen Quellen los ist. Wer kann denn sowas akzeptieren? Niemand mit klarem Verstand würde das akzeptieren. I hope nobody will call us because I'm really scared that a Muslim call us and put us in the corner. Also der CP hat jetzt schon Angst, dass vielleicht ein Muslim doch anrufen könnte, um ihn in die Ecke zu drängen. Let us pray that a Muslim will not call. Also lasst uns beten, dass kein Muslim kommt. Bitte, bitte, bitte. Please, God, cut our Bitte, internet Gott, before the Muslims call us because we are Internet scared kaputt, and weil wir haben terrified. Angst, dass Muslime kommen. And as you see, this is why I want to marry 4 women so they can bow down every day for me. Also deswegen will er auch 4 Frauen heiraten, damit die Frauen jeden Tag vor ihm niederknien. And when I get some pimples on my face, they will lick it. Und wenn er da irgendwelche Eiter hat, dann lecken die das einfach ab. Who need cats? Wer braucht denn Katzen? MashaAllah, Alhamdulillah. MashaAllah, I'm so happy to be a Muslim. Ich bin so glücklich, ein Muslim. My wife, she lick my buzz. Meine Frau leckt mir den Dreck weg. I will not even buy a towel. A shower to take a shower, huh? And what for? The moment she will lick you. What if the pimple is in a sensitive location, like in his anus? She will lick it too. Muslims, what do you think? I'm serious. I mean, this is what the Prophet said. The Muslims, they say this is a lie. We are showing you in the screen, and this is your religion. This is your books. What's wrong with you? Muslime, hört auf zu sagen, dass das eine Lüge wäre. Es sind eure islamischen Seiten, es sind eure islamischen Bücher, es sind eure islamischen Gelehrten, es ist Mohammed selber, der das alles beweist und sagt. Langsam reicht es aber auch mal, weißt du, was ich meine? Langsam muss man auch mal aufwachen, wenn man 5 Gramm Gehirn hat oder 2 Gramm reicht auch schon. Da muss man doch aufwachen, oder nicht? Aber Gott sei Dank befinden sich auch darunter aufrichtige und ehrliche Muslime, die sofort den Islam in Frage stellen und ihn verlassen. Gestern hatten wir nämlich das Vergnügen, dass ein Muslim die Wahrheit gesehen hat und den Islam verlassen hat. Das war für mich eine Ehre, ihn zum Herrn zu führen und den letzten Schund aus den islamischen Quellen zu zeigen. Und er war uns auch sehr, sehr dankbar. Und ich hoffe, vielleicht ist er auch hier im Livestream. Ich grüße dich, mein Bruder, der du jetzt bist im Herrn. Fadi, ne? Fadi, du hast die beste Entscheidung deines Lebens getroffen. Das kann ich nur jedem, auch anderen Muslimen, weiterempfehlen, dass du deine Seele dem Herrn Jesus Christus anvertraust. Es ist die beste Entscheidung deines Lebens. Hier, der Bruder Elia Nathan. Grüß dich, mein Bruder. There is a Muslim, look what he said. Ein Muslim kommt gleich rein. Ein Muslim want to join us. Okay, a guy, hol ihn rein. A guy, his name is Asad Salim. He said, CP, this is a fallacy of appeal or automation. Are you God who makes standard? Well, is Muhammad a God who makes standard? Who is Muhammad to say a woman she should lick the dirt of the man's nose? What kind of God? What kind of a prophet? You are God, he is God. Is Muhammad a God? Why you don't say the same to Muhammad? Ja, genau. Look how hypocrite you are. Siehst du, wie heuchlerisch du How bist? come you don't question Muhammad? Wieso stellst du Muhammad nicht in Frage? When he say, lick the dirt and the disease of your man. Als er sagte, leck den Schmutz von Lick his dem Mann blood, ab. lick his nose. Leck das Schmutz von seiner And Nase und das Blut ab. even if she swallow it, it's not enough. Und selbst wenn sie schluckt, ist es noch nicht So how come you genug. don't? I didn't say anything wrong. I did not say the woman lick her the buzz. Also er sagt doch nicht, dass irgendeine Frau sowas It's your machen soll. Das ist prophet doch who dein said Prophet, der that. sowas sagt. Warum So stellst du ihn denn nicht in Frage? So you are saying this is God teaching. What kind of God will teach that? Also welcher Gott würde denn sowas überhaupt lehren? A woman, she will not be a good woman unless she lick you and lick your dirt. Eine Frau ist dann erst gut, wenn sie deinen Dreck und alles ableckt. Can't you wash it? Kannst du es nicht selber abwaschen? If you cannot wash it, get a cat. Wenn du es nicht abwaschen kannst, dann hol dir eine Katze. Or even a dog, Oder vielleicht einen Hund. but not a wife. Aber keine Frau. What's wrong with you, Muslims? Was stimmt mit euch Muslimen nicht? Dieses Übersetzen ist auch immer heftig. Now, Asad, why you don't call us, please? Asad, I would like really, honestly, I would like to hear Asad. You know what Asad mean? Asad mean a lion. This guy is a lion. He is going to call us. Assad bedeutet, By the way, do you know that Allah have a dog? Allah have a dog? Yes, but he have a sound or a voice of a lion. Asad, do you want to challenge me to show you that? Also Assad, möchtest du ihn herausfordern, You dass see, er das zeigt? I am in Germany right now and I saw a lot of people have dogs, correct?
Also er ist jetzt gerade hier in Deutschland but und er sah none sehr of viele, them, die Hunde haben. not even one of them have a voice of a lion. Und keiner von denen hat eine Allahu Stimme. Akbar. Miracle. It's a miracle. This is the proof that Allah is God. He have a dog, but his voice is a voice of a lion. Also das beweist, dass Allah, Entschuldigung, Gott ist, aber seine Hunde haben die Stimme von Löwen. I'm so glad that Allah have a dog. His voice is a voice of a lion, not a voice of a chicken. Also er ist sehr, sehr glücklich darüber, dass die Hunde von Allah Stimmen wie Löwen haben und nicht wie Hühnchen. Look what Asad he said to me. CP, would you kill your own son if God told you to do it? You know, Abdul, it says, don't try God. God, if he order me, I am willing to do whatever he want me to do. However, my God, he asked Abraham in your Quran to kill his own son. Also in deinem eigenen Koran And steht in das your so. Quran, Abraham, he brought his son to be slaughtered. Are you saying Abraham is a hypocrite man and he's a bad man? Say it, say it. Also sagst du jetzt, dass Abraham ein heuchlerischer Mensch war? Will Abraham do it? Yes. Würde Abraham das tun? Ja, natürlich. Will you do it? Würdest du das tun? Are you saying Abraham is a bad person? Würdest du sagen, Abraham ist ein schlechter Mensch? You are a coward, Asad. Du bist ein Feigling. You're a prophet, he told you to do jihad, but yet you are sitting in your bum and you are not joining to do jihad in Afghanistan. Ja, das ist sehr heuchlerisch von dir. Don't you want to get the versions? Dein Prophet sagt zu dir, dass du nichts anderes als Dschihad machen sollst und du sitzt da an deinem PC oder was weiß ich, wo du gerade bist oder an deinem Handy und If God, look tippst what, hier irgendwelche Blödsinn hier. look what Asad he said. If God told you to beat your wife, don't you do it? If If God told you, okay, wenn beat Gott your dir wife, sagt, shouldn't you do it? No, I will not do it. Nein, wird er nicht. For a very simple reason, my God will not say that. Weil mein Gott sowas niemals sagen würde. My God said, love your wife and protect her. Mein Gott sagt, liebe deine Frau und beschütze sie. Sacrifice yourself to her. Gebe sich ihr hin. Even my God, he said that the woman in Christianity, she is the same as the church, and the man should be the same as Jesus. He sacrificed himself to the church. Ja, also der Mann ist das Haupt der Frau und der Mann ist, der Christus ist das Haupt der Gemeinde und sie sind alle ein Leib in Christus. Also es gibt da keine Unterschiede zwischen Mann und Frau. What kind of Der Mann soll God? die Frau lieben und die Frau soll den Mann lieben. What kind of God he teach the man to beat his wife? Was für eine Art Gott ist das, der befiehlt, seine Frau zu verprügeln? Do you really like your father when he beat your mother? Magst du es, wenn dein Vater deine Mutter schlägt? Do you feel good about it? Fühlst du dich dabei gut? I think it's fun for you, Ich isn't it? glaube, das ist Spaß für dich. This is a shameful religion, and your questions are stupid. Ja, und das ist eine das ist eine lächerliche Religion. You know, I think Asad now he is thinking he's going to ask me, if God told you drink camel urine, aren't you going to drink it? No, I will not, because what kind of God he would do that? Was für ein Gott ist das, der sowas befiehlt? Camel urine? Kamelurin? What's wrong with your God? What about Pepsi Cola? Was ist los mit deinem Gott? Was ist mit Pepsi Cola? I mean, there's millions of drinks to drink. Like, what about drinking, you know, something else, like orange, you know? I mean, camel urine? Es gibt so viele Getränke, warum Kamelurin? And it have to be fresh. Und dann muss es auch noch richtig frisch sein. From the penis of the camel. Aus dem Penis des Kamels. What a nice religion. Was für eine wunderbare Religion. Why did Allah say sperm comes from the backbone? A person asking why Allah said. Also hier fragt eine Person, warum der Sperma aus dem Rückgrat und den Lenden kommt. My friend, according to a scientific discovery by a Muslim guy, a Muslim scientist from Japan, his name Suzuki Toyota Suzuki. He discovered that only Arab have a sperm coming from the backbone. Das ist not normal, ne? Well, the Quran says that. I mean, if Allah says that sperm coming from the backbone, can you deny that? I wish so much that a scholar would Not only call that, here in our show. not only that, the Muslim, they try to explain the Quran in chapter 86, verse number 7. And gave the tafsir in it, huh? Yes, they try to explain it, and even some of them, like Al-Razi, he said that the sperm of the man is coming from his brain. Also es gibt sogar den Tafsir über diese Sure. What is this? Al-Razi, Genau. I think. What is the chapter? 86, verse number 7, 6 and 7. Also Sure 86, Vers 6 und 7. Da sagt Allah, dass das Sperma aus dem Rückgrat und den Lenden kommen soll, angeblich. Und wenn wir in den Tafsir reingucken, dann wird die Katastrophe noch schlimmer. Weil Al-Razi sagt,
dass das sogar aus dem Kopf kommt. The funny, once a Muslim group, like a guy, Sami Zattari and Zawadi, something like this. Okay, the team of the Yeah, Munafiqun. they decide to make a refutation for me, and they said to me, go and read scholars, what they say about this verse, not someone like a Jalalain. Okay, let me explain. Also, die hatten schon mal eine Debatte gehabt bezüglich des Verses und da haben die Muslime versucht, ihm da zu antworten. Und natürlich, welcher Muslim will ihm denn antworten? Er kennt ja jeden einzelnen Winkel der Tafsire und hier Koran, alles Mögliche. And as I remember, they asked me to go and read Al-Razi. Und dann sagte dieser Muslim sogar, geh und lies den Tafsir von Al-Razi. But when we go to Al-Razi, we see something really Und jetzt crazy. pass mal auf, jetzt dreht die Kamera um. Wenn wir Tafsir Al-Razi lesen, sehen wir Folgendes. Let us show you first what it says in English. Warte. So. Lass uns mal schauen, was hier im Englischen steht. This is Tafsir al-Jalalain. Hier, das ist Tafsir al-Jalalain. It says that there is a gushing fluid issuing from between the loins of the man, Also es ist, the backbone of the man, and the breast of the woman. ach du Heilige. Also, issuing, Which is coming. okay, also es kommt aus den Lenden, zwischen den Lenden eines Mannes und der Brust, also Brustbein einer Frau. Daher kommt, this is the sperm that... The sperm. The Quran teaches that women and men, they have a sperm. Okay, der Koran sagt, dass die Frau und die Mann Sperma haben. However, the sperm of the man coming from the backbone. Also die Sperma von dem Mann kommt aus dem Rückgrat. By the way, I have a friends, they are getting their sperm from the sperm bank. Und der hat Freunde, das And women, and according to Allah, because Allah is super mighty God, He knows everything. So He taught the Muslims that women have a sperm and it's coming from the location of the necklace. You see here, it says the breast bones of the women. The fact, it doesn't say that. This is a false translation. It says at-tara'ib. At-tara'ib in Arabic, it is the location of the necklace. You see here, I don't know how you can translate that in German. The location here, like you can put your fingers to show them where exactly. Okay, also der CP sagt, dass das im Arabischen ganz anders beschrieben wird, als was die hier übersetzen, weil dieses Wort, what was this word? At-tara'ib. At-tara'ib, ist es quasi hier zwischen Kehlkopf und Hals, hier unten, direkt Anfang des Halses. Ja. So this is where the sperm of the woman is coming from. Also hier kommt der Sperma von der Frau. Ich gehe kaputt, ey. And Leute. absolutely, this is scientific. Und natürlich ist das wissenschaftlich. Ihr Muslime mit euren wissenschaftlichen Wundern. Let us see here. I'm trying. Okay. This is Al-Razi. Und das ist Al-Razi, das ist Tafsir Al-Razi. He said that there is two opinions about this verse. The first opinion that the sperm of the man is coming from the hard bones only. Es gibt zwei Optionen, also zwei Möglichkeiten. Die Sperma kommt vom Backbone of the man. Yeah, the man. Also es kommt vom Rückgrat des Mannes. No, he's talking now about, he will talk Opinion, about both, but he is saying that the man, his sperm coming from that area. The man, his sperm coming from that area. And then he continues saying, and the sperm of the woman is coming from the tara'ib only, which means from here, from that location. And then he said, based on this, there is no water or sperm coming from between the backbone and the tara'ib, which means this is not about one body, one man. He's talking about only the man, that is the sperm is coming from between here and here. No, it's about two creatures. One is the male and one is the female. And then he continued. He continues saying, and the human is made from the sperm of the man only, as some opinion. And then he continues saying, and this is what الدافق بين الصلب والترائب. And then he says, and those who say they believe in this, he's trying to refute them. You know, he said about this, we cannot say that this is only about the man. And then he continues saying,
because the man and the woman, when they meet together, they became like one, which means sex. Okay, All right? also wenn Mann und Frau zusammenkommen, Yeah. dann gibt es Sex. And then he continues saying, the prophet said that the man or the human is made from two substance. The prophet said, when the man have orgasm first, the baby will be a boy, and when the women have orgasm first, the baby will be a girl. Ach du Heilige. Ja, also hier If we sagt go to Muhammad said this. yes, and we can show the hadith in English. Then look what Al-Razi said. He said, he said that the man who have too much sex, he will become weak in one of his body parts, and if Allah he meant that most of the sperm is coming from a place, this is very weak. But the fact, most of the sperm, it is growing in the brain. Also, ja, hier Al-Razi, this is Al-Razi now. Al-Razi is being big the smart. Al-Razi. This is Al-Razi, the big scholar, the scientist, the Muslims are so proud about. He is saying that the sperm of the man is coming from his brain. And this is explained why men, they keep thinking about sex. Yes, Man, because all the sperm is here. In that is so smart. I cannot believe it. Man. Muslime, bitte wacht auf, das ist doch nicht mehr normal. Leute, Now, any Muslim want to say something to Al-Razi? will irgendein Muslim hier irgendwas gegen Al-Razi sagen? Wer seid ihr denn And überhaupt? look, Amir, look what he said. Al-Razi, he says, and the proof that the sperm is coming from the brain, that the baby, like when he's born, like this, he look the cells of the brain look like that. No. He's saying that. What the heck? So he is proving that the sperm is coming from the brain, saying that when the baby is born, he come out look like the brain, like he is like curtain around himself like this. Okay. You know? Like sometimes women, she maybe the child die and he come out like, you know. Okay. So he's saying it's look like the brain. So he's saying it's obviously this is where the sperm is coming from, and this is very smart. And this is always to explain the Quran. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Am besten kopiert ihr diesen Stream, Leute, und verteilt den überall, wo ihr nur könnt. I say to them, copy them and spread it all over where do you can do that. If the Muslim don't like this interpretation, we can go back to the English. I wish we have like something in, in German, but I don't think we have. Do we have in German here? Let's see. No, it's not German. No, there's no German. There's only English. Yeah, there's no German. As you see here, this is Tafsir Ibn Abbas. Ibn Abbas says, issue from between the lions, which mean the backbone, and the ribs of the women. And this is the same if we go to Al-Jalalain. Any Muslim have something against that? Habt ihr Muslime eine Einwände dagegen? Ist das eure Wissenschaft, von der ihr uns überzeugen wollt? Ha? Wir sind hier im Westen, wir können den Islam in Frage stellen. Versteht ihr das nicht? In den islamischen Ländern ist uns das verboten. Und ihr Muslime schreit immer noch, Allahu Akbar, der Islam ist die Wahrheit, der Islam wird siegen, nichts wird siegen, der Islam wird niemals siegen. Where is the amazing Quran and the amazing teaching of Allah? I mean, what happened? What kind of science the science is? Also was für eine Art Wissenschaft ist das bitte? Sagt mir mal. How you believe in this? Wie könnt ihr da an sowas denn glauben? Geht mal zu einem Arzt und erklärt ihm das, was die Tafsire sagen. And the Tafsirs are going back to Muhammad, huh? Well, you know, the Quran is so clear. The Quran says the word solb and tarib, so Muslim can't play with it. However, this is Ibn Abbas, and Ibn Abbas is a scholar named by Muhammad. This is the cousin of Muhammad. Also sogar der Cousin von Muhammad. And look what he says. Issued from between the loins, the backbone of the man, and the ribs of the women. Very simple. Ja, also der bestätigt das auch. Also hört auf, Muslime, komm. Ibn Abbas, he got the interpretation from where? He got from Muhammad. This is the Ja, also wo hat denn Ibn Abbas, der Cousin von Muhammad, diese Interpretation denn her? Natürlich von Muhammad. And actually in the Arabic interpretation, it's mentioned
that Muhammad, he said that if the man have orgasm first, the baby will be a boy, and if the woman have orgasm, the baby will be a girl. Und Mohammed sagt in einer Überlieferung, dass derjenige, der zuerst sich entlädt beim sexuellen Akt, also wer zuerst einen Orgasmus bekommt, dem sieht das Baby dann ähnlicher aus. And this is again another proof that Muhammad is a false prophet. Und das beweist mal wieder, dass Mohammed ein falscher Prophet ist. However, you can see all of this in my book, Sex and Allah. Und das könnt ihr alles in seinem Buch hier, Sex und Allah. It's two volume number 1 and 2. Das ist ein sehr, 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 sehr brutales und heftiges Buch, voll mit Referenzen über die sexuellen Handlungen in den islamischen Quellen, was da die Muslime so von sich geben. Unglaublich. Ja. And you prove that the most of the Khalifas were gay and everything. Huh? My book, the 2 volume, is nothing but about sex, and it contains everything about all the family of Muhammad. Obviously, they were gays. You will see the reference. Also der CP beweist sogar, dass die ganze Familie von Muhammad Homosexuelle waren. Also and if I'm not exaggerating, look like the whole city of the whole town of Mecca, they were homo. You know? Die ganze Stadt von Mekka. Yeah, and then you will find a lot of amazing story. Even Muslims, they never heard of them, and you will see all the references there. Ja, also wenn ihr seine Bücher kauft und da durchblättert und die Referenzen seht, ihr seht ja die ganzen Quellenangaben, da könnt ihr dann selber And by the way, das prüfen. we have in the other book, this one, this is the science, supposedly genau. translation for Quran and science. Darum geht's, also diese ganzen angeblichen wissenschaftlichen Wunder, dieses Buch nimmt alles auseinander, alles. This one have 3 times more information than my first book, which is the Deception of Allah. This is the you can grab that part 2 of yeah, this. Yeah? but this is full of information. But for some reason, people are not getting this book. They are getting only that book. I don't know why. You know, the second And book. because of this commercial from this stupid guy. The second book is a lot more full of information and reference. But people, they are getting only the first book. I don't know what. Holt euch die beiden Bücher, unterstützt den Bruder, der hat es verdient. Das ist sein Werk, seine Arbeit, und wenn ihr mit Muslimen im Gespräch seid, dann seid ihr wenigstens gewappnet. Dann könnt ihr euch nicht einfach so hinters Licht führen lassen. Dann seid ihr hält ihr den Täuschungen stand. Deswegen sage ich immer wieder, wenn ihr schon so einen Weg geht und Gespräche mit Muslimen habt, dann ist das ein Muss, dass ihr das bei euch zu Hause habt, diese Bücher. Damit ihr selbst Imame nehmt ihr damit auseinander. Weil, once I talk with you about Shabi Ali, you send him your book. No, I did not send him, he bought it. He bought it. Okay, also dieser Shabi Ali, das ist ja einer der besten Apologeten zurzeit für die Muslime, ja, die sind dem sehr, sehr zugeneigt. Also der ist so, ihr wisst ja, dass er mit David Wood und vielen anderen christlichen Gelehrten Debatten geführt hat. Und es gab ein Interview, wo ein Typ, ein Bruder im Herrn, aufgestanden ist und ihm eine Frage gestellt hat, dem Shabi Ali. Und der hat ihn gefragt, wann, also hier stelle ich die $1 Million Frage, wann wirst du gegen Christian Prince in einer Debatte antreten? Ja, und dann hat er natürlich gesagt, ja, Christian Prince, ich kenne Christian Prince, er ist kein unbekannter Typ. Und ich habe sein Buch geholt und der weiß, wenn der Shabi Ali hat das Buch von CP geholt und sich das durchgelesen. Und der weiß, dass er nicht mit dem Spaß machen kann. Der ist kein David Wood oder Sam Shamoun oder wer auch immer, weil der spricht Arabisch. Und das ist sein Vorteil. Und der Shabi Ali, he's a Pakistani guy, ja? I think so, yeah. Also Shabi Ali ist ein Pakistaner und der denkt, dass er über den Islam Wissen hat, obwohl der nicht mal weiß, was da überhaupt los ist. You know, und der tritt auch niemals zur Debatte an. By the way, in the beginning he agreed to debate with me. Also der hat sogar noch, da war einverstanden mit dem. But then after he did read my book, nachdem er das Buch gelesen hat, he decided not to do so. Hat er gesehen, dass er das besser nicht machen And he sent an email to the ABN TV saying, because I'm busy with my PhD. Also der hat dann ABN Set, wo auch die ganzen David Wood und alle ihre TV-Ausstrahlung hatten, hat er gesagt, ich bin beschäftigt mit irgendwelchen anderen Sachen. And until now he's busy. Und bis heute ist er immer noch beschäftigt. Until I die. Bis CP tot ist. After I die, he will make a video, I challenge Christian Prince to debate me.
Und nachdem er schon gestorben ist, kommt er bestimmt mit einem Video, in dem er ihn herausfordert. By the way, what happened to the Abdul who wanna call us? Also was ist mit den Muslimen passiert, die anrufen wollen? Our Skype is on waiting for you, my friend. Call us, please. Also CP, sein Skype ist an und ihr könnt anrufen. And if you want to get the blessing of Allah for extra versions for defending Islam. Ja, wenn ihr meint, der Islam ist die Wahrheit, dann könnt ihr gerne anrufen und dann gucken wir mal, ob das die Wahrheit ist. Bis jetzt lehne ich zu 1.000.000% den Islam ab. Ich werde niemals, ich schäme mich bis heute, die Shahada ausgesprochen zu haben. If Bis anyone, heute. and we would like, if there is any Muslim who decide to leave Islam, he can call us too. We would like Ja, to also hear. wenn es auch Muslime hier gibt, die den Islam verlassen möchten, dann wir würden es natürlich sehr, sehr bevorzugen, auch mit euch zu reden und euch eventuell den Herrn Jesus Christus näher zu bringen. Like what happened yesterday, you know, with the brother who called us and he cried for he saw the truth and he Ja, accepted Jesus. genau wie der Bruder, der gestern angerufen hat, der Muslim, der dann Jesus Christus angenommen hat, als er auch gesehen hat und geweint hat nach den ganzen Quellenangaben. Any question? Gibt es noch Fragen? I will change the title of the live stream because I wrote the corruption of the Quran part 2. Change it. Change it. You know, let us make it the women licking the nose of the Muslim Abdul. I mean, what? I don't know what's wrong with it. What is wrong with this religion? You have to taste the honey and the other honey from. Yeah. It's the weakness of the. Ist das nicht zu fassen, dass ihr, wenn ihr euch scheiden Someone lässt? I said I have a question, guys. Why don't call us and ask us the question? Ja, warum ruft ihr denn nicht an und fragt doch die Frage? Ist doch nicht schlimm. The text in our phone is Keiner so sieht slow and euch, man small. hört doch nur eure Stimmen. Anyone wanna call us? Möchte jemand anrufen? A question. What is the question, my friend? My way is Jesus. What is your question? You keep saying to me a question. What question? What Question. Give me the question so we can answer it. Look like questions are slow and Muslims don't want to call. I think they are shy. Ja, heißt Debate TV auf Skype. Also er nennt sich selber Debate. You can post your link in the chat. We did, you know, many did already many times, you know. Guys, post the link of CP's Debate TV on Skype, that the Muslims can click on it and. It's just the nickname they will have to add in Skype and call me. I'm live. I am on Skype. Okay. Call us, you know. But obviously the Muslims didn't have the courage, especially this guy who said we are lying. I mean, why you don't call us? Ja, wo sind denn die Muslime, die sagen, dass er lügen würde oder ich lügen würde? Wo sind die denn? You have a golden opportunity to show everybody that we are liars. Now, right here. Ja, demnächst werde ich, when you are back in America, we will do such a broadcast often, you know? Yeah, we can do that always. And we're connecting our channels together, and then we're calling Muslims to step in the debates. Always they can call us anytime. I mean, feel free, please, to prove us. Because if you don't do it, who is going to do it? You are a Muslim, and look like there is here 2 people or 3 people or 4 people, they are saying what you claim Muslims as it's a lie. Why you don't call us and challenge us? Show us where is the lies. As you see, we show you in the screen in front of you. Also wo sind denn die Lügen, die er angeblich erzählt? Warum kommt ihr und ruft nicht an? Ich werde demnächst die ganze Zeit so weitermachen, auch mit Bruder Elia Nathan. Wir werden live gehen und dann werden wir auch sowas einrichten mit Skype, sodass die Muslime anrufen können. Oder derjenige, der mit uns dann halt sprechen möchte. Ja, es geht mir um eure Seelen. Die sind mir wichtig. Look, there is a Muslim, he said, the Christian prince is a joke. As long you said to me, I'm going to tell you a joke. All right? Also wenn du behauptest, dass Christian Prince ein Witz wäre. Let us see who is the joke. Dann lass uns mal sehen, wer der Witz ist. You ask for it, you deserve it. Here we Du go. fragst danach, dann verdienst du es.
I hope this Abdul will read with us and he will be honest to tell us who is the joke. Ich hoffe, der Muslim wird mit uns lesen und dann mal gucken, wer der Witz ist. Okay, hold on. Let us see here. Read with me, Abdul. Les mit mir, mein lieber Muslim. The messenger of Allah. Der Gesandte Allahs, Please say, sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alaihi wasallam. The messenger of Allah, sallallahu alayhi wa The sallam. Messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam. He said, sallallahu alayhi wa sallam, Sagte, sallallahu alaihi wasallam, that if the man have orgasm first, dass der Mann als erstes Orgasmus hat. the baby will be a boy. Der Mann wird ein Junge werden. Also das Baby wird ein Junge werden. And if the women have orgasm first, the baby will be a girl. Und wenn die Frau zuerst entlädt und Orgasmus hat, wird Abdul. das Baby ein Mädchen. And you are telling me I am a joke? Und du musst den Witz mir sagen, ich wäre ein Witz. Look what your prophet said. The messenger of Allah said, the man water is thick and white, and the women water is thin and yellow. Which of them comes first? The child will resemble the parents, which means the father who come first, or the parents who come first. How in the world? Is that a joke or this is real? Ist das ein Witz oder ist das wahr? And you are saying to me, I am a joke, you idiot? Please show them the reference. Sunan an-Nasai. Yeah? Sure, here we go. Oh, Sahih. No, hold on. He is blind, he will not see it. Sahih, it is Sahih, my friend. I mean, come on. They like the tone. Daif. Sahih. Daif. I mean, this is Sahih? Are you sure, Dr. Muhammad? We will... Let us call Zakir Naik and ask him. Lasst uns mal Zakir Naik anrufen und ihn fragen. Assalamu alaikum. Is that Dr. Zakir Naik? Exactly me. Brother, we have a question. The Prophet said if the man have orgasm first, the baby will be a boy. If the women have orgasm first, the baby will be a girl. First of all, this is absolutely not the true meaning of the hadith. And I know exactly who is the one who said that. This is his name is the Christian prince and he is a coward. He don't want to show his face. I guarantee you that the Christian prince father, when he have orgasm first. However, the Prophet he said that if the man have orgasm first, the baby will be a boy, and this is the truth. And the proof of that, look at me, I am a boy. And I asked my father, he told me that he have orgasm first. I asked my father about my sister, he said that my mother, she have orgasm first. And this is the proven scientifically, and you can go to China or to Japan. There's a scientist, is very well known in Japan, his name, Yama Suzuki, Yama I do lie, Yama. He's a very well known scholar. Very well known doctor in Japan. Japan beats upon her. So brother, this is the truth, and don't listen to Christian Prince. Christian Prince is a dog. Thank you very much. Heftig, Mann. Wie gut er den Namen kann. Oh, Muslime, ey, ehrlich, das kann echt nicht mehr wahr sein. Ich weiß, egal, ich gebe niemals auf. Ich will genau die ein paar Muslime haben, die wenigstens noch an ihrer Seele was liegt. Die wenigstens sagen, oh mein Gott, ich muss so schnell wie möglich aus dieser Religion raus. Oh, someone is calling. No. Who is Okay, that? hold on. We will answer here. Hello? 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 Please listen to us. Listen to us only from Skype. Listen to us only from Skype, please. Hey, hang up. Let us call him. Mute, please Skype. Mute YouTube when you call us. We are calling you back. No, he is not available. I don't know what happened. Any Muslim want to call us? This is not a Muslim anyway. I can't tell from the name. I don't look like a Muslim. Any Muslim would like to call us? Möchte ein Muslim uns anrufen?
Habt ihr keine Courage anzurufen und ihn, ihr sagt doch immer, CP hat doch keine Ahnung, Christian Prince hat keine Ahnung, der ist ein Lügner, der kann nicht mal Arabisch. Da gibt es Muslime, die sagen, der kann nicht mal Arabisch. There is some Muslims that tell, oh, CP doesn't speak Arabic. I don't, I speak Chinese. Das ist doch nicht normal. You can teach them Arabic, and this stupid guy, sorry for my language, but this guy who wanna answer you with this video, yeah. you know him, this stupid Abdul. He said he's a Turkish guy. Yeah. He said to you, Arabic speaking guy who raised up with Arabic is first. This is my first language. What is my first language, Muslims? Can somebody? I think my first language is German. He said he even speaks Arabic. A Turkish guy who learned Arabic tell you you don't speak Arabic. You're right. I don't know what is my language. I'm not sure. Ach ja, also es wird immer bunter und bunter, ehrlich. Do we have any Abdul? Jesus is God. Amen. Na, ist ja nicht schlimm, ob du jetzt der Typ für eine Debatte bist oder nicht, aber du kannst doch gerne deine Fragen stellen. Du willst doch gerne die Wahrheit wissen. Warum gehst du denn so mit deiner Seele um? Warte mal, wie heißt der Typ? Rio Hayabusa oder wie du dich nennst. Du kannst doch einfach anrufen und einfach ganz normal mit CP über Dinge sprechen. Der kann dir dann einiges zeigen. Weil uns, die wir kein Arabisch sprechen und lesen können, sind die Quellen verborgen. Verstehst du, was ich meine? Und die Muslime, die Arabisch sprechen, können mit uns spielen. Verstehst du? Aber ich lasse nicht mal mit mir spielen. Das war mal. Das ist vorbei. Denn die Wahrheit hat mich befreit. Und die Wahrheit hat einen Namen. Jesus Christus. Er hat mich aus dieser Finsternis rausgeholt. Und ich bin der glücklichste Mensch, seitdem ich mein Leben dem Herrn Jesus Christus anvertraut habe. Ende. Now, come on, today we need to have another celebration the same as yesterday. We want to see a Muslim, at least one, leaving Islam. Who want to do it? Ja, wir möchten sehen, wie die Muslime den Islam verlassen. Please don't be afraid. Habt keine Angst. The Messiah is your sponsor, not me, not anyone. If the Messiah is with you, nobody can be against you. Also wenn der Messias mit euch ist, niemand kann gegen euch sein. Call and give yourself to his great name. There's no name powerful more than his name. Und gebt euer Herz seinem Namen, denn kein Name ist so kraftvoll wie der Name des Herrn Jesus. We the Arab, we made Islam and we are going to destroy it. Also wir Araber haben den Islam gemacht und wir Araber werden ihn auch wieder zerstören. And the Messiah, he provides us with the wisdom. Und der Messias hat uns mit Weisheit bestückt. We don't depend in our intelligence, but we depend in his words and his teaching. Depend. We don't trust ourselves only. We trust the words of the Messiah. Also wir vertrauen nicht uns selber, sondern dem Herrn Jesus. And if you want to learn about the Messiah, go and read any words the Messiah say in the gospel, and you will see how huge a difference between the stupid Muhammad and the amazing Messiah. Ja, also wenn ihr wissen wollt, wie wunderschön der Messias ist, Jesus Christus, dann könnt ihr das Evangelium lesen und dann könnt ihr mal das vergleichen mit dem angeblichen Propheten Mohammed. Muhammad, he can work in a sale agency in Las Vegas. Und Mohammed könnte als Sale Agent, also als Verkäufer in Las Vegas arbeiten. To promote, business for sex and etc. But he cannot work as a prophet. Ja, also er könnte quasi als jemand sein, der jemanden andrehen will, aber niemals als ein Prophet. Let me try to be a prophet like Muhammad now. Lasst mich mal euch zeigen, wie Mohammed war. Now, as we speak, there is somebody is watching videos on YouTube. Now we are speaking? Yeah, there's somebody is watching videos on YouTube. Also, how I know that? Obviously, I'm a prophet. Ja, währenddessen wir reden, guckt sich bestimmt jemand Videos in YouTube an. Wie kann ich das wissen? Ja. And look, Muhammad, he knows even how the baby is made. Look at this, how he knew that. Und der Mohammed weiß sogar, wie das Babys aussehen. It is a miracle. This is alone. I mean, who can das ist ein Wunder. Wer kann sowas prophezeien? All the scientists of Islam, they should right now, scientists of the world, they should convert to Islam because this is a new discovery. Sollten doch zum Islam konvertieren. Guckt euch diese wissenschaftlichen Wunder an. You cannot deny. Actually, do you know that Muhammad, he said the sperm stay in the belly of the mother for 40 days? What Assad, can't he answer my question? What your question, Assad? You're a coward. You don't even call us. Call us. What your question? What your question? You will ask me what is the size of my shoes?
Willst du ihn fragen, wie groß seine Schuhgröße ist, oder was? Ihr Muslim. Question, huh? You have a question? You don't have a question. Look at this hadith here. Guys, by the way, guys, Amir, he just ran away because he heard that Assad is going to call us. Unbelievable. He left me alone. All right. Look at Muhammad. Those are hadith about Muhammad explaining how the baby is created. Amazing. Amazing. Look at this. Look at this. Look at this. The baby is created from a sperm, and the sperm became a congealed blood. That's knowledge. That is knowledge. All right. All right. Read with me, please. Or we wait for Amir until he comes so he can translate. What a madness. You are in a form of a sperm inside your mother for 40 days. That is a prophet of God. How your prophet knew this discovery? According to science, you are, or let us say, the sperm, first of all, does not live more than maximum 5 days. So how Muhammad is a prophet of God, claiming that he received this information from the angel Jibreel? He said that you are in a form of a semen, the form of a semen for 40 days. Who is the joke here? Also Sperma überlebt nicht mal 5 Tage und Mohammed sagt, wir sind in Form eines Spermas für 40 Tage. Do we have any Muslim want to have a comment? Anyone? Who is a Muslim want to explain to us why your prophet saying such a stupid thing? You can go right now, search in Google, and you will find that this is absolutely false and it is a truly a lie. And by the way, this is a Sahih Hadith. How Muhammad is a prophet of God, yet he says such a stupid thing? Anyone? No answer. What's wrong with the Muslims? Who is the Muslim is proud? You know, the Muslim, they have tons of videos on YouTube about how the Quran described the creation of the baby. Look at them. Amir. Yeah. We receive a phone call from a doctor, but this time not from Japan. He is from North Korea. He's from where? North Korea. North Korea. His name is Sing Song Sing. And he said that the prophet said that you, as a human, you are gathered in the mother womb or the belly of your mother for 40 days as a sperm. Wow. 40 days, what the sperm is doing inside the mother for 40 days? Was sucht denn der Sperma 40 Tage im Mutterleib der Mutter? Doing, maybe the semen is doing a cruise there.
He take a cruise Vielleicht, ship. He's having a vacation there, 40 days. vielleicht ist er da am Rumwandern oder so. What do you think, Muslims? Dreht ein paar Runden oder sowas. Was glaubt ihr Muslime? 40 days as a sperm. I mean, Muhammad, come on. This is too much. And then 40 days as a sperm. And then 40 days as a blood. And then 40 days as a flesh. So the total is 120 days. How that happen, Abdul? This is scientifically incorrect, huh? Absolutely. Oh, we have a call here. It's all right. We have it. Hello? Please listen to us from Skype, not from YouTube. The caller, please. I think this is it. Ja, Salam, ich bin's. Salam alaikum. Hey, Bruder, Michael. Salam Bruder. alaikum, ihr Hetzer. Was erzählt ihr denn da? Mach das mal bitte leise im Hintergrund. Ja, Bruder. Für alle nochmal da Zuschauer, ich bin jetzt auch gleich wieder weg. Kannst du mich hören? Ich kann dich laut und deutlich hören. Okay, also für alle Zuschauer, wir werden versuchen, Amir und ich, wir werden einmal in 2 Wochen, dass wir ein offenes Hangout haben, wo alle Muslime, ich werde auch Werbung machen und der Amir auch, wir werden live kommen und jeder ist eingeladen, von mir aus auch Imame oder wer auch immer, kann gerne reinkommen und wir werden gerne über diese Dinge sprechen, die Amir und ich, wo wir in dem Video euch diese Quellen dann auch zeigen. Und wenn ihr sagt, dass wir Hetzer sind oder die Quellen daif oder schwach sind, dann müsst ihr uns anhand der Quellen, ja, in den Stream beweisen, dass wir falsch liegen. So, einmal in 2 Wochen, wenn wir das dann so machen, dass unser Hangout offen ist und jeder kann gerne reinkommen. Und Amir und ich, wie gesagt, wir werden dafür Werbung machen. Ja, Bruder, ich wünsche euch auf jeden Fall Gottes Segen. Ich möchte euch jetzt nicht weiter stören. Danke, Bruder. Nein, du störst niemals. Der Herr segne euch. Und ich bin jetzt gerade auch wieder da. Also ich bin manchmal weg, manchmal so. Und es ist leider traurig zu sehen, dass Muslime, ehrlich gesagt, sehr feige sind. Nee, nicht nur feige. Ja. Das hat auch sehr viel mit Angst zu tun, Bruder. Weil sie wissen, wenn sie denn dort jetzt diese Sachen 1:1 mit ihren eigenen Augen sehen, dann löst das in ihnen etwas aus, was sehr, sehr schwer auch für sie, für ihren Glauben auch ist, weil sie müssen ja den Islam verlassen. Den Islam zu verlassen heißt ja nicht nur, dass man einfach irgendeine Religion verlässt. Das heißt, wenn du kein Muslim mehr bist, dann hast du deine Identität auch verloren, gleichzeitig mit. Das ist sehr schwierig für einen Muslim, seinen Glauben aufzugeben. Er weiß, dass sich katastrophale Sachen in seinen Quellen befinden, was er auch nicht akzeptiert in seinem Herzen. Aber dennoch aus Zwang und nicht diese verletzerische Art gegenüber seinen Verwandten und sowas an den Tag legen möchte, bleibt er dennoch im Islam. Weil es lebt sich komfortabel mit der Lüge. Denn die Wahrheit ist ja unangenehm. Verstehst du, was ich meine? Ja, das Ding ist, was ich denke auch, Bruderherz, kannst du mich hören, Bruder? Ja, ich höre dich laut und deutlich. Ja, mein Bruder, weißt du, ich sehe einfach nur, wie oft die mich herausgefordert haben zu einer Debatte oder dich oder mich. Bruder, jedes Mal bin ich auf Hangout gekommen, mein Bruder, und jedes Mal Absage, so, weißt du. Es geht mir nur darum, liebe Muslime, es geht wirklich um euer ewiges Leben. Wir wollen, es ist hier wirklich kein Witz, ne? Der Jesus Christus macht keinen Witz draus, ja. Und euer Allah macht auch keinen Witz draus, ja. Das ist ganz wichtig, dass ihr wirklich, wenn ihr uns eine Debatte herausfordert, dann müsst ihr auch für die Sache stehen, ja. Und was ich damit sagen möchte, heute war ich auf der Straße, mein Bruder, am Missionieren, war sehr gesegnet. Und ich konnte erleben, wie einer sich auch bekehrt hat. Halleluja. Und wirklich sehr gesegnet. Und da war ein Muslim, es war ein Türke. Und er kam mit seinen Kindern und ich habe ihm alles erzählt, mein Bruder. Und er wusste genau, was ich gesagt habe. Er sagte, weißt du, Bruder, er hat mich auch Bruder genannt, so, weißt du, aber ist ja nicht schlimm. Er meinte, Bruder, weißt du, desto tiefer ich im Islam gehe, desto mehr habe ich Angst. Weil er weiß, wovon ich gesprochen habe. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, park deinen Stolz beiseite, deine Familie werden nicht im Himmel bringen, habe ich gesagt. Sehr gut, nackt bist du geboren und nackt wirst du sterben. So sagt das Ayub in der Bibel, sagt das, und du wirst nicht deine Familie. Deswegen, lieber
Zuschauer, lieber Muslim, es geht hier nicht, dass wir euch auslachen oder irgendwie euch beleidigen. Das ist ein ernstes Thema. Und wenn ihr wirklich euch schämt oder sonst was, dann schreibt doch Christian Prince oder Amir privat einfach an, ja, und fragt ihn einfach höflich, Prince, kannst du mir bitte mal die Quellen senden? Ist gar kein Problem. Aber hört auf, euch selber zu belügen. Genau. Weil das sind Quellen, die Quellen, die selber aussagen, das ist Sahih, das ist nicht Daif. Und dann muss man wirklich schauen, okay, Moment mal, wenn das wirklich Daif ist, dann gehe ich mal zu meinem Imam und prüfe das. Aber nicht sofort beleidigen, lügen und Hetzer, weil euer Leben ist nur einmalig. Ja? Und auch mein Leben ist nur einmalig. Und am Ende entscheidet Gott. Und Jesus sagt ganz klar, jetzt ist die Gnadenzeit und nicht in 100 Jahren. Amen. Liebe Geschwister, liebe Brüder, der Herr segne euch. Ja? Amen, okay. Tschüss. Ciao. Tschüss, Bruder. Ja, sehr schöne Worte vom Bruder Michael. Wir wünschen ihm natürlich Gottes Segen. Der Bruder ist immer auf der Straße und predigt das Evangelium den Menschen. Es ist sehr, sehr schwierig in der heutigen Zeit, weil viele betiteln ihn ja auch als Spinner, aber das macht ihm ja gar nichts aus, denn sein Fokus ist auf den Herrn und das ewige Leben. Warum machen wir überhaupt diese Livestreams überhaupt? In erster Linie, um den Muslimen zu zeigen, dass in ihren Quellen etwas nicht stimmt und ihnen auch auf diesem Weg ihre Augen zu öffnen. Ja, der Herr benutzt unsere Leiber, um die finsteren Werke des Islams aufzudecken. Und das ist auch gut so. Denn die Muslime wurden getäuscht von dem besten Täuscher aller Zeiten, Allah. Er selber sagt, ich bin der beste Täuscher. Also wenn ihr sagt, hör auf, über meinen Gott so zu reden, Allah sagt doch selber in Surah 3, Vers 54, dass er der beste Täuscher ist. Also von daher brauche ich auch gar nicht Allah so zu nennen, weil er nennt sich ja selber so. Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Livestream wieder gewesen. Ja. Ich hoffe natürlich, dass sich hier drunter jemand befindet, der sich wirklich Gedanken um seine Ewigkeit macht. Ne? Weil sterben werden wir ja. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Sterben werden wir alle. Nur was kommt danach? Was passiert oder was geschieht mit uns? Und die Bibel hat eine klare Antwort, was mit uns passiert. Entweder ewige Himmel oder ewige Hölle. Das sind nur die zwei Optionen. Möchte jemand hier anrufen auf Skype, auf Debate TV, auf Christian Prince seinen Account und für eventuell noch ein bisschen diskutieren? Wenn nicht, dann beende ich jetzt gleich den Livestream und wir können noch ein bisschen miteinander Bibel lesen, also den letzten schönen Vers für die Menschen dann posten. CP, Yes. do you want to tell the people something else? Then when not, I'm quitting the live stream. I am making tea as an excuse to run away from the Muslims who will call us. Well, nothing, actually, I wish that today people, they learn something good for their benefit and for the benefit of the Muslims and the Christians. And, all they need to remember that everything we share is shown in the screen. We said nothing of our own. It is there in front of their eyes, and there is no fabrication, there's no lies. It's in front of you. Yeah. It's a video, it's recorded. You can play it again, you can check the reference, and you can check by yourself that this is nothing but the truth. Ja, also ihr könnt das Video, also alles, was wir sagen, haben wir euch auch am Screen gezeigt, sodass ihr nicht sagen könnt, dass es eine Lüge wäre, weil das sind aus euren Quellen. Und es liegt an euch, daraus zu euren Imamen zu gehen und sagen, was soll das, was ist das, was hier als authentisch befunden wird. Und deswegen solltet ihr wirklich den Islam in Frage stellen, weil es geht um eure Ewigkeit. Der Herr Jesus wird einen kurzen Prozess mit euch machen, wenn ihr ohne ihn in den Tod geht. I tell them, Jesus makes what it calls shortcut with you when you're going in death without him. And the death without him. And remember that they need to remember that Christ, he taught us to be honest, truthful. Even we are not allowed to take an oath. Either we say yea or nay. No, yeah. So how we will lie? Because if we lie, that means we are no Christian. And you are not serving Jesus, then you are serving the devil. Jesus made it clear, you don't even take an oath, because people who take an oath, simply, there are people who lie all the time, and now they want to prove that they are truthful. We cannot do that, for we have to be truthful. And now remember, we are talking to Christians, not only to Muslims. So what? We will be truthful to
Christians, but we will not be truthful to the Muslims. Ja, We will be truthful for everybody. ja, wir sind zu jedem ehrlich, weil der Herr Jesus Christus gesagt hat, seid ehrlich. Und wenn ihr sollt nicht schwören oder auf irgendwas, ja, also schwören. Wenn euer Ja soll ein Ja sein, euer Nein ein Nein. Das sagte der Herr Jesus. Und wenn wir unsere eigenen Brüder nicht anlügen, dann lügen wir auch erst recht nicht andere Menschen an, weil wir sollen unseren Nächsten lieben. Und so ist das. Siehst du, der Herr Jesus Christus bringt uns sowas bei. Und so ist das auch. Ich würde niemals auf die Idee kommen, einen Muslim, weiß ich nicht, Taqiyya anzuwenden oder was ist das? Sowas gibt es nur im Islam, diese Vortäuschung. Sowas kennt das Christentum gar nicht oder die Bibel, Vortäuschen. Huh? The Taqiyya doesn't, the Bible doesn't We don't do know taqiyya. this. Taqiyya is again, the second you do taqiyya, you go to hell. You don't belong to Jesus. That's it. Wenn du Taqiyya anwendest, gehörst du gar nicht zu Jesus. Also sowas gibt es gar nicht. But because the Muslims are so sneaky, they say, oh, look what Paul said in Romans. What he said. The lie that I'm told, I don't know. No, what he said, if what I told is a lie, which is praising God, how this can be a lie? That's what he's saying. You are accusing me of saying lies. But my lies is not for my glory, is to praise God. If this is a lie, this is stupid of you to say this is a lie. I'm not lying about I'm not saying I am God. I'm not saying I am wonderful. I am saying God is wonderful. So how that can be a lie? But That's what he's saying. The Muslims doesn't understand it. You see, the Muslims, they should be honest with themselves. You need to understand the Bible as we Christians believe in it. And this is what we do. Like when I explained that the woman, she have a sperm coming from the backbone or from the ribs. Did I say this is what it means? No. I went to the Muslim website, to the scholars, and I showed them what it's mean. So why the Muslims don't want to do the same? Because they are being hypocritical. Yeah, hypocritical. That's what we believe. And Christianity is what the Christians believe, not what they believe. This is our book, not their book. Same as Islam. Islam is not what we believe. It's what Muhammad taught and what the scholars teach. And that's what we do. We show them what it says. Yeah, be honest. Bruder, weißt du, was mir noch aufgefallen ist bei dem Vers, den wir am Anfang über das Frauenschlagen gelesen haben? Sure 4, Vers 34. Die hatten wir am Anfang gelesen und hier steht, und jene, deren Widerspenstigkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Jetzt steht aber hier nicht, wenn die Frau widerspenstig wird, sondern wenn die Ehemänner das befürchten. Also nur, wenn man Also das heißt, befürchtet. genau, das heißt die Befürchtung, wenn der Mann also falsch lag mit seiner Befürchtung, dann hat er der Frau zum Beispiel eine gedonnert und das hat große Schäden hinterlassen. Und die Befürchtung war falsch, aber der Schlag ist gerechtfertigt, weil er hat ja befürchtet, dass sie widerspenstig ist. Ja? Also nicht der Akt selber der Widerspenstigkeit, sondern alleine schon der Verdacht, dass der Mann, und wie viele Männer können theoretisch einer Frau sagen auf der Straße, du hast diesen Mann angeguckt oder du hast dies und das gemacht oder ich befürchte, du machst dies und das. Und dann haben die Männer also einen Freifahrtschein der Frauen, die Frauen zusammenzuschlagen, zu schlagen. Nur aufgrund der Befürchtung. Das ist katastrophal. Das ist noch katastrophaler als der Vers an sich, denn allein schon die Befürchtung, das heißt, jeder Mann hat die Rechtfertigung dafür, Freifahrtschein. Ja, habe ich auch in meinem Video gesagt, das Schlagen der Frauen. Und damals haben die ja die Frauen mit diesen riesen Miswak, das waren ja diese Bambusstücke. Und daraus wurden dann kleine Stücke erst hergestellt. Aber es war ja vorher ein Riesenstück, woraus diese kleinen Stücke hergestellt wurden. Und damit darfst du die Frau züchtigen. Und deswegen habe ich auch einen afghanischen Typen eingeblendet, der vor der afghanischen Leuten die Scharia anwendet. Sure 24, das war eine unzüchtige Person gewesen, diese Frau im Burka, die wurde erwischt. Und da hat Allah sagt ja im Koran, verpasst der Unzüchtigen und dem Unzüchtigen, der Unzüchtige und der Unzüchtigen 100 Peitschenhiebe oder wie viel? Ohne Gnade. Ohne Gnade, direkt draufprügeln. Und da hat der Typ, der das vollzogen hat, das war ein richtiger Muslim, der sich nicht schämt. Das ist, in Afghanistan wird der Islam praktiziert. Hier, Sure Was 24. denkst du, in Iran wird der Islam praktiziert? Was denn? Sure 24. Sure Vers 24, 1. schlag auf. Vers 1. Peitscht die Unzüchtige. Peitscht die Unzüchtige, ja. Und die Unzüchtigen. Habe ich doch gerade gesagt. Gegebenenfalls jeweils mit 100 Peitschenhieben aus. Mit 100 Peitschenhieben. Und lasst euch angesichts dieser Vorschrift Allahs nicht vom Mitleid mit den beiden ergreifen. Ja, also ihr sollt nicht mal Mitleid haben mit den Leuten, die auf einmal wegen ihrer sexuellen Bedürfnisse gefallen sind oder was und mit anderen Partnern halt Sex hatten oder was. Ja, sollst du schön mit Härte draufschlagen und nicht
ja, hier. So, das hat alles Dings nichts das. mit Gnade zu tun. Ja, so ist das. Wo ist, wer will hier noch was schreiben? Okay, someone wants to leave Islam. Who is the one who wants to leave Islam? Okay, Kiki. Do you want to call here? Okay, Mehmet wants to leave Islam. Okay, okay. Hallelujah, praise the Lord. Und ich wollte gerade den Livestream beenden. Someone wants to leave Islam. His name is Mehmet. Hallelujah, thank you, Lord. Amen, amen. Amen. Okay, call, also ruf an. Call call here. Call here on Debate TV, please. Ja, ich habe das gerade eben gesehen. Also ich habe jetzt nicht die Kommentare mir angeguckt, sondern es ist ein Screen bei mir aufgegangen, in welcher eine Person mir gerade geschrieben hat. Ich grüße dich, Lodilein. Ich habe das gerade eben gesehen, dass du geschrieben hast. Und ja, Gott sei Dank. Guck mal, wie der Herr direkt... someone I know call me over WhatsApp. And this is why I say the message, you know. And now I look in the commentaries and I saw the guy who wants to leave Islam. That's wonderful. Call us, our friend. Call us. Yeah, call us, Mehmet. Call us and let us witness together to the Where are you, Lord. Mehmet? Wo bist du, Mehmet? Komm. Hat der Skype? Hat der schon? Ja, ich weiß es nicht. Do you propose? Kann jemand nochmal den Link von dem Bruder, sein Skype posten, bitte? He's a Turkish, I think. Ja, Jesus TV, wo ist denn der Typ? Wo ist denn der Mehmet? Just leave it, Dennis, for now. Ja, okay, when he doesn't have Skype, how we can call him or how we can talk to him? Ja, was sollen wir denn machen, wenn er jetzt kein Skype hat? Wie soll er denn anrufen? Ah, okay, Mehmet, wie willst du denn live kommen? Ja, I have Play Store on my phone. Ja, but with, also mit Hangout, mit Handy funktioniert nicht. Ich habe keinen Laptop, das ist das Problem. Also ich frage einen Freund, wie ich das mache. Einen Moment. Okay, Mehmet, wir warten. Sei heute du auch der Glückliche, der sein Leben dem Herrn Jesus Christus übergibt. Ich bete für dich, mein Lieber, dass du dein Herz dem Herrn Jesus Christus übergibst und zum Glauben an den lebendigen Gott kommst. Denn wenn nur einer sich aufmacht, um Buße zu tun, ist besser als die sich 99, die sich nicht der Buße bedürfen. Ja, da freuen die Engel sich im Himmel, dass ihr Buße tut und euer Leben dem Herrn Jesus Christus übergibt. Ja? Und ich hoffe natürlich, dass der Mehmet heute sein Leben dem Herrn Jesus Christus übergibt. Gestern war es der Fadi, heute, so Gott will, wird es der Mehmet sein. O Herr Jesus Christus, bitte öffne sein Herz für die Wahrheit. Ja, lad mal bitte Skype runter, Mehmet. Und dann ruft mal bitte dann hier an. Und dann können wir miteinander reden. Ja. Look what Asad he said. Ich glaube schon, ja. Asad he said, Christian Prince, I asked you if you would like to kill your son. You said yes. And I asked you if you would like to kill, if Jesus asked you, if you would like to beat your wife, you said no. First of all, I never said yes about the first one. I never said no about the last one. You are a liar, Mr. Assad. It's recorded. But I said,
that if Jesus asked me to do something, always Jesus, he asked me to do something which is good. Even when God, he asked Abraham, he did not let him kill his son. He was testing Abraham to see how much his obedience. However, did God ask Abraham really and he let him kill his son? No. For God, he loved Abraham and he loved his son. Amen, yes. And this is exactly what happened to us. God himself, he came to save us. He don't want your son and my son and me and you to be killed. He wants us to survive. So you have a wrong understanding of what God requests. God don't request people to die for his sake. He loves us and he can do better. God, if he's almighty, he do not need the son of Abraham to die, and he do not need your son to die. Only your God, he need that. Same time, you said to me, if Jesus says to you, beat your wife, are you going to beat her? First of all, you are assuming that my Jesus is an idiot like your God. That is not possible. My Jesus already told me to love my wife, to respect to my wife, to sacrifice myself to my wife. So how in the world you are asking me something so stupid to the point saying, if Jesus said to you, beat your wife, how you assume, because the second you say that, you're assuming that my God is stupid like your God. This is not my God, my friend. This is only can happen in Islam. Women in Christianity, she is not an animal, she is not a goat. Amen. She is a human being, and God created Eve from the ribs of Adam. She is from him, and actually God, he said, Adam and Eve, they are both called Adam, which means the man and the woman, they both call Adam in the Bible. So you are assuming things, asking questions are stupid by nature, and that I explained why to you. Because you are a follower of a stupid prophet who says stupid things. So your prophet, he said to you as an example, sacrifice yourself to Allah, do jihad while you are sitting at home, because simply you are a coward and you don't believe in the virgin. Otherwise you will go and join the mujahideen. But because you are a coward and you don't believe in Islam and you don't believe in Allah, you will not do so. So Jesus said to me, go and preach the gospel, and all those who preach the gospel, all the apostles, they're being crucified and killed, and yet they do it, and we will do it. And now we are risking our life to do it. So you're asking me to kill my son? Why I want to kill my son? I give my life to my Lord. My son, if he decides to give his life, this is his decision. For us as a Christians, we have a duty to save you and to save everybody. Amen. And that involves risking our life. But we don't go and throw ourselves in death and say, this is what Jesus said. Jesus never said that. Apostle, Peter, Paul, all the apostles, they gave their life, being crucified, they've been fed to the animals, and yet they never give up Jesus. You did that in the same thing in my unbelievable. See, it's like we are speaking like the same connecting, yeah. Very great. I don't even know what brother Amir he was saying, and it's exactly what it. Because of the love to Jesus, they gave their life away. But not because him. He forced us. No. Not because he said. Of love. He didn't say to us, go and kill yourself. No. He never say, go and let them crucify you. He said to be loving, giving, a really Christian who help everybody. Amen. And that message need someone who is willing to sacrifice yourself. And this is what Christ is about. You see, your Isa is not Jesus for sure, because your Isa in the Quran is a coward. According to the Quran, Isa, he asked Allah to help him, and then Allah, he sent him the ambulance, and he took him to the seventh heaven, and he made someone look like Isa, crucified the one look like Isa, so he can save Isa. What kind of Isa this Isa is? Yes. Imagine He's a coward. Imagine you have a captain in the army, and the captain, he says, who want to take my Let look? me translate it. Okay. Imagine you have a captain. Stell dir mal vor, du hast einen Führer da. In the army. In der Armee. And supposedly he is the most powerful hero. Und ist der stärkste Superheld überhaupt. And he is chosen even by God to lead the army. Und wurde von Gott auserwählt, in die Armee zu gehen. And then this hero, he asked the soldiers. Und dann dieser Held fragt den Soldaten. Who wanna wear my clothes so the enemy will kill him instead of me? Wer will meine Sachen tragen, damit er anstelle von mir getötet wird? Is that a hero or a coward? Ist das ein Held oder ist das ein Feigling?
A real warrior, he will defend his army, he will fight in the front. Ein wahrer Krieger würde in der Armee dienen und an der vordersten Front sein. He will not ask people to die for his sake. Er würde nicht die anderen fragen, um für ihn zu sterben. He will die for their sake. Er würde für die anderen sterben. And that is my Jesus. Und das ist unser Herr Jesus. Not the coward Isa, not Nicht the dieser coward Feigling Muhammad. Isa oder der andere Feigling Mohammed. Muhammad, he told you to go to war and kill. Why he did not go to war? He used always to hide in the back. Und der sagt zu den anderen Muslimen, geht und führt Krieg, und er selber war immer im Hintergrund. As long he believe in the virgins, why he don't go and die in jihad instead of dying in the bed by poison like a rat? Please repeat it As again. long Muhammad believe in jihad. Wenn Mohammed doch in Dschihad glaubte, And the one who die as a mujahid, he will get the best rank in heaven. und der Mujahidin, der stirbt und der diese ganzen sinnlichen Sachen So bekommt, why Muhammad did not die as a mujahid? warum ist der Mohammed denn nicht als Mujahid gestorben? Instead, he died in the bed Er like ist a nämlich rat. im Bett gestorben wie eine Ratte und wurde By vergiftet. a poison he ate from a stolen goat from a Jewish woman. And in the narration, brother, is that true? In the narration, the chicken speak to Muhammad and say, "Don't No, eat the me." goat. The goat. But nobody heard it except Muhammad. But he ate it. But Muhammad, he ate it, and after he ate it, he got the poison, and one of the guys, he cut his throat, so the poison will go out. You know, when you get poison, so what they do, they make you bleed, and because the poison enter from here, so right away he insert a little knife inside his throat here in this area, and Muhammad bleed, and then they tie it up. And this is all an Islamic reference. That's why he said, "I feel that my order has been cut off." Huh? Because this is where the It was poison, so painful. Huh? yeah, the poison came down all the way here, and that's why he feel in this area. You know, poison, there is no way to repair it because it destroy the organs. Whatever it touch, maybe you survive, but still, whatever, like, you know, if the snake bites a certain place, that place is damaged. But maybe you survive. This is why you see someone, he was poisoned by a very powerful poison. Maybe he survived, but he will not be able to walk because the snake bite him in this area, you know, in his legs, the bend. So Muhammad is saying clearly that he died because of the poison. And this is explained to us that Muhammad again is not a prophet, because he asked the women, why you did that? She said, well, I said to myself, if you are a prophet of God, Allah will save you. Also in der Geschichte geht es ja darum, dass der Mohammed gesagt hat, warum hast du mich denn vergiftet? Und die Frau hat gesagt, ich wollte sehen, dass du ein Prophet Gottes bist. And if you are a false prophet, Und wenn du ein falscher Prophet bist, Allah will not save you. Allah wird dich nicht retten. And here we have a question to the Muslims, as long we reach this point. Und wenn wir jetzt gerade diesen Punkt aufmachen, Why Allah saved Jesus but did not save Muhammad? warum hat Allah Jesus gerettet, aber nicht Mohammed? Obviously, Muhammad is not important. Also ist Mohammed nicht wichtig. Maybe because he is an Arab like me, Vielleicht ist er deswegen, weil er ein Araber ist wie Christian Prince. and because Isa is a Jew. Und Jesus ist ein Jude. Allah, he like the Jews, he don't like the Vielleicht mag Arab. Allah die Juden. What a racist God. Was für ein rassistischer Gott. Look what Muhammad he said. Flip the page, please. Okay, ich drehe wieder die Kamera um, damit ihr die Beweise seht. Wir reden nichts aus uns selber heraus. The prophet in his element which he died Wait. used to say. He used what? To say. To say what? Used. Remember with me the word used, which means this is something he repeat always, always, always. This guy is suffering too much. In the element of death, which means this is when he died. He used to say, "Oh Aisha, I still feel the pain caused by the food I ate at Khaybar. And at this time, I feel as if my aorta is being cut off by poison." So why, Amir? Why Allah saved Jesus from the Jews? Allah did not save Muhammad from the Jews. Because Muhammad is not important. Because Muhammad is a false prophet, maybe. Maybe. Maybe because Muhammad is fake. Maybe because Allah is fake too. Maybe Allah did not save Jesus and the whole story is a fabrication. Because if this is the same God, if Muhammad is a truthful prophet, then the same God should save both. But Muhammad, according to Muslims, he is the most important prophet. Ja. So you save Jesus, but you don't want to save Muhammad? Ja, wenn Mohammed doch der wichtigste Prophet im Islam ist und ihr ihn so sehr ehrt und der letzte und der beste Mensch, Sadr al-Amin, wo war Allah, um seinen besten und liebsten Habibul Allah zu beschützen und zu retten? Der hat den vergiften lassen von einer Jüdin. Das
Deswegen sage ich, Muslime, ihr spielt mit eurer Seele. Ihr werdet ein böses Erwachen haben, wenn ihr in den Tod geht. Ein sehr, sehr böses Erwachen. Wenn ihr nicht noch schleunigst aufwacht und euer Leben dem Herrn Jesus Christus übergibt. My friend Muhammad, even if you are unable to call us, my friend, what about you post in the text that you accept Jesus? Ja, Mehmet, Can you do that? wenn du nicht in der Lage bist, jetzt uns über Skype anzurufen, dann poste doch im Text, was du über Mohammed jetzt denkst, über die islamischen Quellen und dass du den Islam verlassen möchtest. Das ist doch okay. And you can call us if you want, maybe tomorrow or next time, you know, you can download Skype, you can call us. But for now, what about you accept the opportunity to witness to Jesus and say, Also du kannst die Gelegenheit nutzen und hier im Kommentarbereich schreiben, dass du offiziell kein Muslim mehr bist und dass du gerne den Herrn Jesus Christus als dein Herrn und Heiland akzeptieren möchtest. My friend Muhammad, you might not live until tomorrow. Me and you, we don't know. We might live until tomorrow, we might not. You better accept Jesus so you can be saved. He said he downloads Skype, okay. He is down in Skype. Yeah, we're That's waiting wonderful. for him. We are waiting for you. Maybe we can make some other topics open here. Nochmal, hier holt euch bitte die Bücher von Bruder Christian Prince, Allahs Täuschung. Das sind die zwei Bücher, die zusammen ein Buch eigentlich ergeben, aber der hat das lieber in zwei Parts dann geteilt. Und ich lese euch mal ein bisschen was aus seinem Buch vor. Mal gucken, was ich so hier finde. Wie heftig dieses Buch eigentlich ist. Mit wie vielen Referenzen das Buch bestückt ist und wie viele gute Gedankengänge sich in dem Buch befinden. Das ist einfach nur dem Herrn sei Lob und Dank, dass wir so eine Waffe in unserer Hand bekommen haben. Mal gucken, welches Kapitel ich aufmachen kann und wir darüber reden. Ja, genau. Seite 9 von dem Buch Wissenschaftliche Koranwunder unter der Lupe. Das Kapitel heißt Allahs Plan gegen dich. Hier schreibt CP, in Allahs Täuschung behandelten wir bereits, wie der Islam zum Thema Schicksal steht. Aus Allahs Täuschung zitieren wir diesen Abschnitt. Das Schicksal im Islam. Anschließend wird von einem Engel die Seele in den Körper des Babys eingehaucht. So kann es sein, dass ein Mensch die Werke der Leute des Himmels tut und dass der Himmel nur eine Armlänge weit von ihm entfernt ist. Dann setzt ein, was der Engel für ihn schrieb, und der Mensch beginnt die Werke der Leute des Höllenfeuers zu tun und gelangt ins Höllenfeuer. Auch kann ein Mensch zunächst die Werke der Hölle verrichten, und wenn der Engel es so für ihn aufschreiben musste, wird der Mensch sich ab einem bestimmten Punkt ändern und die Werke der Leute des Paradieses verrichten und gelangt so ins Paradies. Aus Sahih al-Bukhari, Buch 55, Hadith 549 und in Sunan Abu Dawud 4708, Buch 41, Hadith 4691. Der Grad des Hadiths ist von Al-Albani authentisch eingestuft worden. Und jetzt schreibt der Bruder Christian Prince, ich denke, Mohammed liefert hier die perfekte Antwort. Alles, was du tust, entspricht Allahs Willen. Es spielt keine Rolle, ob du dein Leben nun als guter oder als böser Mensch geführt hast. Letzten Endes wird dein Dasein und Stellenwert bei Allah nicht von deinen guten oder schlechten Werken bestimmt, sondern von dem, was für dich als Schicksal im Voraus geplant und aufgeschrieben worden ist. Das ist in einer der vielen Aspekte dieses Glaubens, die blankem Wahnsinn entsprechen. Wie bitte kann man Allah noch trauen, nachdem man das gelesen hat? Wo liegt hierin die Gerechtigkeit? Was bringt es zu beten, für wohltätige Zwecke zu spenden oder Gutes zu tun, wenn Allahs Befehl doch lautet, die Christen, Hindus, Buddhisten und Juden zu töten? Am Ende kommt es nicht auf das an, was man tut, sondern auf das, was Allah will. Und was sagt unser Herr Jesus? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir kommen zu dem Schluss, dass Allah im wahrsten Sinne des Wortes ein kranker Gott ist,
Ein kranker Gott ist, der unter geringem Selbstwertgefühl leidet. Er ist launisch, unberechenbar und voller Zorn. Niemand kann oder könnte ihn verstehen. Seine Taten basieren auf Selbstsucht und Eigeninteresse. Wir sind Opfer seiner Täuschung, was mir verrät, dass er niemand Geringeres als Satan ist, der sich hinter dem Namen Allah versteckt. I read in the chapter of Allah's plan against you, because your destiny is Your actually destiny written. and your fate is written, yeah. That's why Muslims are fasting, praying, and go to jihad when Allah is writing down that you're going It's even in hell. why you want to even pray, you want to do Hajj, when you want to do zakat. so unlogisch, was It's sagt all denn Allah written. Your hier? fate is written. What kind of religion Das is nützt ja dann gar religion? nicht, ob ich jetzt Zakat gebe, Menschen helfe, wenn mein Schicksal doch sowieso geschrieben wird und Allah mich in die Hölle wirft, obwohl ich der beste Muslim war überhaupt. Versteht ihr die Muslime das nicht, dass ihr aufwachen müsst? Es ist unglaublich, was sie betreiben. Assad, he is saying that Jesus ran away from the Jews when they tried to stone him. My friend, it was the Jews who ran away from Jesus, because Jesus did not run away and he did not, like he disappeared, he went to a different country. Jesus, he stayed there and he was preaching the gospel, teaching to everybody, telling everybody about him and about what is coming. My time did not come yet. This is what Jesus said. So when his time come, it is time. This is why when the Jews, they came, or the Roman, they came to arrest Jesus, he knows, he told his followers that tomorrow before the rooster make the sound, you will deliver me. You know exactly when he can run. He have 24 hours at least to go and take a horse and run away to different country. But he stayed there. He know exactly even who is going to deliver him. Even he told Peter that he will deny me. He knows exactly. He can read your mind. He can read the future, for he is God. Can you tell me how Jesus knew what will happen? He knew what will happen, yet he stayed. It is your prophet who is a coward, and he is a fake prophet, proven by this. By the way, remember, today, actually, I made a broadcast and we talk about the same topic. The Quran says that if Muhammad is a false prophet, Allah will cut his aorta. Allah will cut his artery. So look what the Quran says. And this is your Quran. Switch the screen, please. Okay, ich wechsle jetzt wieder die Display. This is a chapter 69, verse number 46. Translate, please. Make it in German. 69:46. It says, Und ihm hierauf sicherlich die Herzader durchschnitten. Hätten wir ihn sicherlich an der Rechten gefasst und ihm hierauf sicherlich die Herzader durchschnitten. read it from the beginning. Okay, und wenn er sich gegen uns einige Aussprüche selbst ausgedacht hätte, hätten wir ihn sicherlich an der Rechten gefasst und ihm hierauf sicherlich die Herzader durchschnitten. If Muhammad is lying, this is what the Quran, Allah saying supposedly, if Muhammad is lying, fabricating Quran, Allah will cut his artery. He will cut it off. Who is saying that? Allah. Also Allah sagt hier, wenn der Mohammed etwas Falsches erdichten würde, dann würden wir ihn an seiner rechten Schlagader, also wir würden die rechte Schlagader durchtrennen. Allah did not mention that he will cut his nose. Allah did not mention he will cut his finger. Allah, he mentioned specific thing. He will cut his aorta. And look what happened in the hadith. Allah, according to the hadith, his aorta is cutting off. Also laut dem Hadith hat Allah ihn dann für falsche Aussagen bestraft und ihn dann elendig verrecken lassen durch Gift und seine Schlagader wurde durchtrennt. Can you explain to me how this happened? Kannst du mir erklären, wie das passieren kann? Muhammad in the Quran, his God said, if Muhammad is a liar, if he is a false prophet, if he is inventing words claiming it is from God, I will do this to him, and this is exactly what happened to him. How you explain that to us? Also Allah sagte selber im Koran, wenn Mohammed uns Sachen erdichtet hätte, dann würden wir ihn durch Gift, also ihn vergiften lassen, so dass seine Herzschlagader durchtrennt wird. Also Allah sagt ja schon selber, das Kriterium ist ja schon da, wenn er ein falscher Prophet ist, dann bringen wir ihn um, und zwar so, dass er vergiftet wird und seine Schlagader durchtrennt wird. Ja, dann packen wir ihn an die Rechte und durchtrennen seine Herzschlagader. The Muslims have all kind of funny, stupid stories
to try to defend this and they believe stupidity. And this is in front of us. This is a funny story. And now, do you believe in it or not, Asad? Who is a Muslim here? He don't believe in this hadith. Who is a Muslim? He don't believe in this hadith. Welcher Muslim glaubt denn nicht an diesen Hadith? Das ist in Al-Maghazi, ja? Well, yeah, but we can find it in many places. I mean, it doesn't matter really. No, it's in Sahih al-Bukhari. But this is Sahih al-Bukhari. The book is al-Book al-Maghazi in Sahih al-Bukhari. Maghazi. This is Sahih al-Bukhari. By the way, I'm going to change the name of the book of Sahih al-Bukhari to call it Sahih Zakir Naik. Any objection? Or we will make it Sahih Brother Amir. Yeah. Because you claim that we are fabricating the hadith. So we have to give it a name, you know. I mean, it's a Sahih Christian Prince. Do you think Muhammad was lying here, Asad? That he did not die by poison? Do you think he was lying? Look what he said. CP, can't you read? No, That's a non-secure. Secure? What? What's Secure? What does that mean? Secure? What does that mean? Asad, what does that mean? What not? You're a prophet, he died by poison, and he is the one saying that. What is your response? Also dein Prophet ist doch an dem Gift verstorben. Was ist deine was für eine Antwort hast du denn dagegen? Oder was willst du denn sagen? Maybe he will say the Quran is da'if. Vielleicht sagst du, der Koran ist schwach. But look, according to this hadith, Muhammad was so da'if. Muhammad himself was da'if. Laut diesem Hadith war sogar Muhammad sehr schwach. And the funny Aisha, Muhammad, he said that women are not allowed to witness, but Aisha, she is exposing Muhammad and witnessing everything. Wow. Didn't he say they are stupid? Women are stupid? Yeah, And look how hypocrite the Muslims. They say women are stupid and they are not allowed to witness. But Aisha just because Aisha, she is the most beloved baby wife for Muhammad. Whatever she say, they take it as if she is God. Yes. Yeah. She's the only wife that have so much power, huh? She went in war with Ali and so, huh? Yeah, she wanted to kill Ali, and Ali, he won the war, but he was nicer than her. He did not kill her. She caused the death of more than 10,000 Muslims. Aisha. No. Yeah, she's a criminal. She's a war criminal. There's a movie made by the Muslims about the Muslims fighting over the poop of the camel of Aisha. No. I'm telling you, and in the movie, they actually I made a video about it. The Muslims, they fight over she was standing in the camel, and the camel started doing poo-poo. And then the Muslims, Abdul, they went between the legs of the camel and they start grabbing fighting over it, and they sniff, and one of them he sniffed, he says, "Praise be to Allah, it smells so good." I mean, that's so beautiful. I mean, this is a true religion. This is a true religion, my friend. I mean, there is no religion in the world that have such a thing. This is Islam, my friend. This is the most amazing Abdul religion. My brother Muhammad, are you going to call us my friend? Mehmet, wo bist du, Mehmet? What happened to Muhammad? Maybe the devil is trying to stop. Brother, how did you become a Christian? Brother, please do an English version. I have my what is Zeugnis? I have my what is this in English when I tell about the people how I came to Christ? Your testimony. My testimony is in my account, EX-MUSLIME klären auf TV in YouTube on my channel. But maybe a brother of mine will translate it into English. I say to him, it is most powerful testimony because I have a big story to tell, and it's very hard for me to explain it in English because I don't speak English every day. But when I speak English every day, I learn it more and I became better to speak. Now I have to try it to explain it to you in a short way. I was a criminal guy who became from the court 5 years of jail. And in these 5 years of jail, I had a journey.
let me journey, eine Reise, ne? Yeah. I make a journey to whole jails, to 13 jails or 14, I don't know. And in this time in jail, I ask myself, what will happen when I die, and where will I get? Where when I go to the eternity? What is my end? Yeah, where is my end? Yeah. You know. And with this question in my mind and so around, I ask Allah for forgiveness of my sins, and I'm going to the Islamic lessons, and it was very good for me to sit down with the Muslims there. There was my brothers there. I love them, and I love him today. I love him very much. You know, when I see them, I hug them, and I don't have a problem with them. My only problem is the teaching of Islam, because with my truthfully heart, I was a person who ever I've been a person who loved the truth, and I don't like when somebody lies to me. And when I realize that somebody lies to me, I have to check it out. You know how to explain it when someone like Imam is lying to me. If it's true or not. Yes. Yeah. When I'm asking him, what about this terrorists? Groups, Yeah. Why they're killing for Allah's sake? These are terrorists, or these are Muslims? Yeah. And then I ask him, I find out that he's lying to me because he's ashamed of his religion, and So he was saying this is not the teaching of Islam. He said such a garbage, like this is not Islam, and this But- had but nothing thi- to do but with this Islam. guy- And he teach me, realize. and he say to me, go and read Surah 5:32. When someone kill a man is so if he like called- he killed all human mankind. Right, but this is Allah This is for the speaking to Moses. To Moses, yes. And the interpretation of Yeah. it, if you kill a believer, Yes. And such stuff. they always lie to people about. And I'm using this telling verse. you, all the guys who's now in the English-speaking backgrounds, I met a guy in the jail, and he was one of my best friends there. He called himself Wahhabi, and he says Wahhabi Islam is the truth Islam. And I thought to myself, what is Wahhabi? What is this called or sect in Islam? Huh? And he said we was working together in jail, and he some guy is working with us. He was a Yazidi guy, and he told to me, Amir, do you see this Yazidi guy? When you kill this Yazidi guy, do you know what Allah will give you for reserve? Allah gives you everything that you want. He loves to see that this guy is killed. Look at this guy. What he tells me. Allah is happy when you kill this mushrikeen. It's called mushrikeen in Arabic because he's filthy in the Yazidi people. And so on and so on. I questioned my faith, and I was very confused about Islam. And I hope it was a little tiny thing that I explained to you. I hope my brother will translate my whole testimony, that I can spread it on maybe on CP, his channel. That it is for Muslims in America to wake up, or in England, or in the whole world, you know? You know, sometimes bad things happen for good. Here we go, you went to jail, but instead of being lost inside the jail, like when you were free, you did not find Jesus, but when you are in jail, you were able to correct yourself and choose the right place. So sometimes bad things happen. They look For bad. a good reason. Yeah, for you know, here we go. You know, you are a new person now. New. And all of us, there is no human being. You know, there's many people, they do bad things in their life, but the difference between them and between someone in jail, that this one people know about what he did, so he go to jail. But there's many people, they do crimes and nobody knows about them. And there's many people who do bigger crimes, and those are staying away from jail and nobody knows about them. And people even praise them in TV. However,
the Messiah always, he changed the life of many. Paul himself, he used to go after the Christians to kill them. Like ISIS. So, yes, so Paul, look who was Paul, and look what he became. He used to be going after people to kill them just because they believe in Jesus, and then himself, he gave his life to Jesus. Amen. So, you know, this is why we say the Messiah, he changed lives, and Muhammad, he changed lives too. But Muhammad, he take your life. Jesus, he give you a new life, he give you a new happiness. Like now, if you see Amir, you know, he's a very nice person. I met him for the last few days. He's a wonderful, all actually the brothers who they are in his church, they are wonderful people. They go in the street. Today I saw his brother and another brother from the church, and I'm talking about his brother, literally his brother from his parents, standing in the street giving flyers to people to learn about the Messiah, to learn about false teaching. This is how good people are. Those are really Christians. Those are not fake. Those who they are the one who stand in the street, go everywhere. And now look, he's an ex-Muslim. He is risking his life to save you. So, and you know, actually, he is sacrificing more than me. You see, I go and teach, but I don't want to stand in front of the camera because that will give me more freedom to go to all Islamic countries and nobody knows who I am. This is the real reason. I can go tomorrow to Saudi Arabia and nobody knows who's a Christian prince. I can stop in a police station and I can put my passport and the Muslims will not refuse me from entering the country. But if they know I am a Christian prince, I will never enter the country for a second. I can fly tomorrow to Turkey and nobody will knows who's a Christian prince. This is the advantage. But yet, Amir, he have different plan. He's standing in front of you, spending his time, going in the street with his brothers, doing what he can do, working hard in the church, and all is for one purpose. It's not his own, nothing for his glory. This guy, I saw his car. He have an old car. He's not a rich man. You might think Amir is a, you know, I look at his car like, you know, he have an old, I'm not making fun of, by the way. Okay. I'm just saying, he is a poor man, yet he want to help you. He's standing, look, today is Saturday night. He is a young guy. He can go out with his friends and they have party and they drink and they dance. I mean, why he's here? This is Saturday. This is his holiday. The guy, he work all week non-stop. His brother, they drive. We have our brother here, Dennis. He work hard and he drive all the way to pick me up and he bring me down. All of them, they are wonderful people, and all is for free. Amen. All is for free for the sake of the Lord, because they loves you all. They love you as a Muslim, they love you as a Christian, and we, you know, they got nothing out of this except nothing. Not only this, we got people, they curse us. Just today, a Muslim, he was cursing me. He says, "May Allah kill you like Nabil Qurash," you know. This is the only thing that this is what they curse us, they hate us, but the Lord, he told us that this is a blessing for us. Amen. In his name we are blessed. Your curse is a blessing for us, will not hurt us. And you might be able to take the body of a human being, but you cannot take his soul. His soul, it belongs to the Creator. To him and for him we are created, and by him we are protected. You have no power over us, Satan. And this is what happened to your prophet. He claimed that he is protected by Allah, and then we found that he died by poison. Jesus, from the beginning, from the story of Noah, if you go to the book of Genesis, you will see the story reporting that the children of Adam names, reporting that the Messiah will come down and he will sacrifice himself. Amen. So everything is in his hand, and there's nobody can save you from what is coming except the Messiah. And at the same time, the Christians, they have a duty to be loving, giving, useful creatures, not harmful. We will not go and suicide ourselves in a bus full of Muslims. No. If I see a Muslim, he is injured, I will jump to help him. If I see a Muslim, he is drowning, I will jump in the river and get him. If I see a Muslim, he is hungry, I will feed him. This is what Jesus said. He said, if you saw me, he said, when you see and hungry, what he said, when I was in jail and you visited me, I was hungry and you feeded me, right? So Jesus, he said, you do that to all those people, you are doing it to me. Yes. All people, not only for the Christians. This is why you see the only people in the world who donate, and they don't ask they are donating to who, is the Christians. All Muslims, they donate for Muslims. Muslims, I remember a story of women from Bosnia.
I met her in America, and when she said her name, right away, she's a Muslim, you know, and her son, his name is a Muslim. She have a bunch of kids, and all of them, they have Muslim names. So I thought she is a Muslim. And then, you know, she started talking about going to the church. I said, so you are a Christian? She said, yes. How you became a Christian? She said, in Bosnia during the war. The Saudi, the Muslims, they opened a charity to help the hungry. She went there, stand in the line. There's hundreds of women with their children to give them some rice to survive. When her turn arrived, they told her, you are not wearing hijab. Go. We don't give food to a woman, she is not wearing hijab. The poor woman, she have 5 kids. They are crying around her. It's a war. Now you remember the hijab? Give me food. They let her go. She went. She borrowed a hijab. She lined up and they told her, wait until this guy, because, you know, she will remember her face. They told her, wait until this guy, he leave. So a new guy will come and he will not remember you. She waited for a couple of hours. Her children are really hungry. And nobody will give because people, it's war. So she went, she borrowed a woman hijab. She don't have one. She stand up in the line again and she have her kids with her because they will give you more depending on how many you have with you, kids. When it is her turn, the guy, he asked her child, the youngest, do your mom pray to Allah? He said, no. He told her, get out. Get out. She said after that, my kids are crying. We cannot even stand. We drag ourselves and we went to a Christian charity in the second town. And then we went there and we asked them for help. They did not ask me if I'm a Muslim. They did not ask me why my name is Fatima or whatever. They did not ask why my son, his name is Muhammad. They took me. They gave me blankets. They brought a doctor to check my kids. They gave us food. They gave us a bed. They check on us every morning. They check if we are okay. And I left the charity place of the Christians. And nobody asked me what is my religion. That is Jesus. Amen. Jesus loves all and we love the Muslims, and we will not hate you even if you curse us. Don't try. Amen. We will not fall into the trap of Satan, and we will not curse you. We will not say, oh, we hate you. We are our enemy. You are the one who's killing our brothers. The Lord, he made of us different creatures. We are new, and this is why we Christians, if you hear a Christian, he will say to you, I am born again. Yes. This is what born again mean. We are without him evil. We kill, we steal, we lie. But with Jesus, you cannot be any of those. Amen. Yes. Great, brother. It looked like Muhammad is not able to call us. Was ist mit Mehmet passiert? Wo ist der denn? Wie lange braucht man denn, um Skype zu installieren? 3 Stunden? Mann. It's okay. Maybe he cannot. He will try to call you maybe some other time. It's all right. Yeah. Any other question before we go? It's getting late here. Ja, gibt es noch jemand, der eine Frage hat? We have 4 wives waiting for us. Okay, I think it is a fake. This guy is a fake, I think. This Mehmet. Maybe. Ignore him. Okay. Yeah, okay. Fake for himself. He cannot lie. He lied to himself, not to us. If he's fake. Yeah. You can block him if he is a fake one. Ja. Warum, wer sagt das? Was dann? Hier der Bruder Elianat. Look what Asad is saying. Where is the first country where the manuscript exist? Look how stupid he is. What about you ask your God, Allah, where is the first manuscript, you idiot? Isn't it Allah who sent the gospel? I want Allah to show us the gospel, the true gospel. However, Abdul, in your Islamic reference, it says that the first people who reached and they received the gospel, it was the city of Antioch. And you will see that in my coming book. And this is from your Islamic books. And the one who preached the gospel, his name is Paul. Yeah.
This is in your Even books. Allah said in the Quran, Quran, he speak about 3 messengers. They are the messengers of Jesus, who were sent how can Jesus send Paul and so when he's for not his God? for his God. And not only that, Muhammad, he That's the said, biggest mistake. Muhammad, he said, between me and between Jesus and between Isa, there is no messengers. And then yet he says there's 3 messengers sent by Isa. Look how stupid he is. Also selbst der Koran gibt Zeugnis, dass der Paulus, Petrus und Johannes die Gesandten des Messias sind. Ne? What is this chapter? About I'm getting old, I forgot. I think the Muslims, they are doing black magic for me. Maybe, I don't know. Maybe the hummus we ate. Falafel. Yeah. But anyway, if we want to talk about it, it's going to take really long time. So let us maybe talk about it in another time. Okay. Yeah. I think we have enough for today. And I hope people, they learn something good. And, those who have questions, they can always ask us. Don't forget, please, if you like this channel, to subscribe and add your name. Okay, guys, we now stop the live stream and wish you all a good night and God bless you all and your families. I wish the English-speaking guys or Muslims who listen to us, I hope you will give your life and your heart to Jesus Christ, who will turn it to a new creation. You will be a new creation when you are in Jesus. Jesus will change your heart. You don't can do from your own to change your heart. You need Jesus to turn it, to change it, you know. That's why he changed my heart, the heart of my brother, and the heart of brother Christian Prince. And we are a new creation, a newborn creation. And we are born again Christian. And I want to tell you, this is the best decision that you ever make when you are giving your life to Jesus. This is why we are here, to call you to Jesus and tell you the truth about the gospel and tell you the truth about Islam. This is why we are here, because Islam is the biggest deceiving religion that I've ever seen in my life. And we are here to protect our brothers and sisters, or we give them a weapon in his hand to be and the weapon here is words. It's not a weapon of the killing. Messiah said, yes, the Messiah is the way to defend yourself. Yes, it's time to wake up then, because time is short, and maybe tomorrow you don't live and you go to eternity, and then eternity is either eternity of hell or eternity of hell. Either way is going to be eternity. Choose one. Be wise and choose the life, and Jesus is the life. He says in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. And this is wonderful, and we belong to Jesus, and he saves our souls of hell. Amen. Okay, Leute, danke schön, dass ihr alle zugeguckt habt, und wir bedanken uns bei allen, die jetzt noch fast 4 Stunden mit uns hier 3,5 Stunden mit uns im Livestream zusammen waren. Ich hoffe natürlich, dass einige etwas mitnehmen konnten, was lernen konnten. Wie immer empfehle ich euch die Bücher von Christian Prince, wissenschaftliche Koranwunder unter der Lupe, Allahs Täuschung, Sex und Allah. Gebt einfach Christian Prince bei Amazon ein und holt euch seine Bücher, wenn ihr denn diesen Weg gehen wollt, der Debatten und der Diskussion mit Muslimen, weil das sind die nützlichsten Bücher, die ihr bekommen könnt, und die besten Informationen. Sind voller Referenzen, voller Quellenangaben, und es ist, also ich weiß nicht mal, was ich sagen soll, ehrlich. Das ist ein Muss für jeden Christen eigentlich. Auch für die Muslime. Holt euch die Bücher und guckt mal, was in euren islamischen Quellen so abgeht. So, meine Lieben, der Herr Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und der Herr Jesus hat hier einen Absolutheitsanspruch angestellt, und wir gehören zu Jesus. Und wir haben unsere Seelen dem Herrn Jesus Christus anvertraut. Denn wir vertrauen niemals Mohammed, der von
Shaitan-Verse in den Mund gelegt bekommen hat. Ne? We never trust Muhammad who became or received satanic verses. We never trust a guy, even his sexual relationship with his wife, it was proven to be false. He imagined himself having sex, but in fact... Ja, also wir vertrauen niemals einem Propheten, der sich vorgestellt hat, mit seinen Frauen zu schlafen, obwohl er das niemals tat. Also er lebte in Illusion. Wer weiß, ob der Koran auch, ja, der Koran müsste auch eigentlich dann von Luzifer sein, wenn das so ist. Und Mohammed die Verse von Satan und Gott nicht unterscheiden konnte. So Amir, ist das. Yes. one more thing for Asad before we leave. Okay. Amir, Asad, he said that when Jesus come back, he will kill all the Jews and non-believers. You just admitted that Jesus is God. Okay. Because you just said Jesus will come and he will do what you just said he will do. How Jesus can do such a thing when he is just a man? How he, like, Israel is 20 million people and the Jews 20 million, and they have the most powerful weapon in the world. How Jesus will kill them all, you idiot? What Jesus will come with Makarov gun or Kalashnikov? You tell me how he will do it. Simply for he is God. You just admitted that Jesus is God and he is the one who will judge you. And you just mentioned you remember what your prophet, he said that the Messiah will come down hakaman muqsitan, which means absolute judge and justice. So he will be the judge for the whole world, and I agree. Amen. And remember, you yourself will stand in front of Jesus, and what you will say to him, I was following a child molester who his wife is 6 years old. You will tell him that I'm following a guy who was accused of stealing an underwear. You will tell him that he made a chapter saying any Muslim woman, she can give herself to me so I can have sex with her. What you will say to Jesus? Think about it. Jesus, my friend, even in your book, is the best of the best. He is now alive while your prophet is dead. And your God is dead, but Jesus is alive. I challenge you to give us a sign. The Arab, the Jews, the Christians told Muhammad 100 times, give us a sign. Can you? Muhammad, he could not. And look what Muhammad, he said. Intadhir. Intadhir. Let me show this one like we are done, but I want to show this verse before we go. You just I turn it around. You just remind me. You just remind me of this verse, my friend, and I want to show you what your God, he says. Let us see. Read with me and love. I will turn it into the German. This is a chapter 7, verse number 71, and then you will see, you know how. Actually, let me show you this one. This one is easier. Chapter 10, verse number 20. Let us go to the German, and Brother Amir, read for us this verse, and let everybody laugh at Muhammad. Which verse? Chapter 20. Oh, okay. Verse 20. Und sie sagen, wenn doch ein Zeichen von seinem Herrn auf ihn herabgesandt würde, sag, das Verborgene ist nur Allahs, so wartet ab. Ich gehöre mit euch zu denjenigen, die abwarten. What it says? Wenn doch ein Zeichen von seinem Herrn, when a sign coming down from his God. They are asking him, why your God don't give a sign? Allah told them, wait and wait with them. Are you waiting? We're still waiting. Where is the sign? He said, I am with you. And I am with you waiting. Allah is waiting himself too. Muhammad is waiting. Allah is waiting. Everybody is waiting for the sign. Where is the sign? And look, says he can do nothing. This is a proof that this is a fabrication. Why he did not make a sign? Wait, what wait? He's a false prophet. And then look in different verse what he said. The Quran confirmed that Allah, he will not give any miracle. Read with me carefully. Ja, das ist ein Vorteil der ganzen arabischen. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. What does that mean? We go to the German. Read and love Muslims. This is your prophet. Here we go. 59. Okay. Und nichts anderes hat uns davon abgehalten, die Zeichen mit den Propheten zu senden, als dass die früheren sie für Lüge erklärten. Und wir gaben den Talmud, die deutlich sichtbare Kamelstute, sie aber taten an ihr Unrecht. Und wir senden die Zeichen mit den Propheten nur, um
Furcht einzuflößen. Did Allah say He will not make miracle? That's it? Because Ja, people und don't nichts believe. anderes hat uns davon So what do you mean? abgehalten, Why He's saying to them in the other verse, wait for a miracle? He just here He's saying He will not do miracle because people don't believe anyway. You know, and this is a lie. The Christian believe in the miracle of Jesus. The Jews, they believe in the miracle of the Old Testament. Where is the people who don't believe? They believe. It's a false excuse of a false prophet. The same as Ahmad Mirza Ghulam, you know, the Ahmadiyya. The Ahmadiyya, Mirza Ghulam, he claimed he's the Messiah. So Christians, they brought for him like 50 people in wheelchair. And they came to his door. He said, okay, Brother Tata, what do you want? You know, Ahmad Mirza Ghulam, he said to them, what do you want? The Christian, they said, okay, you claim to be the Messiah. Here we go. Those are people, they are blind. People cannot walk. People, they are sick. Heal them. You are the Messiah, aren't you? He said, I cannot do what the Messiah do. Maybe he want to say, wait, and I'm waiting with you. Like Muhammad and Allah said. So Abdul, don't even think about it. You are following a false prophet. Or what he have, false excuses. This is not an excuse not to give miracles. All prophets of God who claim that they are coming from God, they have to provide a sign. And if they don't, at least they have to come with a prophecy which come true. So Muhammad, he lied, he says, wait, it's coming, and never come. And here he contradicts himself, he says, it's not coming, so don't wait. So which one we will follow? The verse saying, wait, it's coming, or the verse saying, don't wait, it's not coming? You Muslims are following a false Abdul who died by poison, as he said, if I am lying, Allah will cut my aorta. And then he died by poison like a rat. What a shameful death, huh? What a shameful, because it's a especially the women. She said to him, if you he asked her if why you did that. She said, well, if your God, it was a test. If your God is a true God and you are a true prophet, your God will save you. If you are false, you would die, and this would happen. And Muhammad, he said to her in the story that Allah will not let you do it, which means He will not let you kill me. But look what happened. So Allah, it happened. She was able to kill him. And this is an additional proof that Muhammad is a false prophet. I mean, anyway, how many proofs Muslims do they need to left Islam or come to trust Christ? me, they knew we are saying the truth. But what you will say, you know, how much was painful for you to leave Islam? It was very painful. In the beginning, you don't want to believe in this. I mean, you don't want to believe that you were worshiping the false God all your life. You and your parents and your family, like we're praying for a false, stupid God. Yeah. So it's not easy. Always they try to resist. It's very normal. If I am a Muslim too, I would do the same. I would say, come on, you are a liar, etc. But we are showing you in the screen what is written in their books. In my cell, I was crying to Allah for forgiveness See? and everything. Yeah, like because Allah forgive me. I make every night dua. My friend, please if I am forgive me. there, I will tell you what to do. Go and kiss the black stone, you are fine. That's it. You know. By the way, where we don't go, me and you and Dennis, to go to visit the black stone and get forgiveness. You know, how you say to me you worship God, you are not pagan, and yet a black stone can forgive your sin. Muhammad, he said, there is two corners of the Kaaba. Whoever touch them, they will erase his sin. Stones erase your sin, you pagan. What a shameful religion. Yeah. By the way, I have a friend, he have a kidney stone. Maybe you want to touch it. Because obviously it's holy. All right, let us finish with this because this is endless. Yes, okay. Okay, ihr Lieben, dann beenden wir jetzt den Livestream. Danke an alle, die jetzt daran teilgenommen haben. Mögen die Herzen aufgehen, mögen auch Muslime die Wahrheit erkennen und sie Einsicht zeigen, dass der Islam eine einzige Katastrophe ist, ehrlich. Seht ihr, wenn zum Beispiel jetzt ein Experte wie CP jetzt an unserer Seite ist, der uns jegliche Kleinigkeiten zeigen kann, was hier los ist. Ich meine, einige Sachen davon kannte ich ja jetzt auch, aber am Anfang die ganzen arabischen Quellen, wo ich keinen Zugriff hatte, die sind natürlich ja, mit das Heftigste überhaupt. Denn wenn wir alle Arabisch könnten, dann würden wir den Islam ja sofort in 0, nix auseinandernehmen. Aber okay, das ist dem Herrn, der Herr hat dem Christian Prince das übergeben, diese Weisheiten und sein Wissen. Und Gott sei Dank teilt er sein Wissen mit uns. So. Danke an alle. Ich wünsche euch natürlich Gottes Segen. Der Herr Jesus Christus segne jeden Einzelnen, ob Muslim, Christ, Buddhist oder was auch immer. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, und deswegen bin ich ja auch hier, dass ich
dass ihr zum Herrn Jesus Christus findet, so wie ich eins zum Herrn Jesus Christus gefunden habe und die anderen Brüder natürlich auch. So, Gottes Segen euch allen und bis zum nächsten Mal. Bye. God bless.